Willst du starten? Soll ich starten? Du kannst ruhig auch mal was sagen jetzt hier. Ja, so. Breaking News. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Chips und Cola, der Film- und Entertainment-Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Genau. Ja, Ich darf ja nicht guten Abend sagen. Das findet der Chris nicht so gut. Ja, du darfst es schon sagen, aber dann dürfen die Leute halt die Folge nur am Abend Nur abends hören, bitte. Aber ja, AI das ist müsste mir doch ein. mittlerweile so weit sein, dass man das dann automatisch zu Guten Morgen oder zur aktuellen Stunde. Na, das muss schon ein bisschen mit Liebe auch so. Guten Abend. Genau. Guten Abend und herzlich willkommen bei einem wunderschönen neuen Podcast. Genau. Der vermutlich heißt Chips und Cola. Vermutlich. Vermutlich Chips und Cola heißen. Es läuft darauf hinaus. Wahrscheinlich. Genau. Ich habe dementsprechend habe ich auch hier vorbereitet eine Cola und also für die es ich kann sie jetzt ich könnte sie aufmachen. Oh, habt ihr es gehört? Oh, da hat's Guter gechipst. Soundeffekt, Ja, ich hab's gehört. ja, sehr gut, sehr gut. Und Chips. Du bist auf jeden Fall gut vorbereitet. Absolut. Ja, Chips ist bei mir gerade ein bisschen schwierig, aber ich hab ein Glas Wasser. Das ist echt scheiße, aber. Naja, aber. Lieber Chris, dies ist unsere Testaufnahme, unsere Folge 0, ja? Es ist Ja. Ground Zero. Das ist. Schwerstens erarbeitet. Absolut. Wir können es ja kurz erwähnen. Natürlich. Wir hatten minimale Schwierigkeiten mit unserem begrenzten technischen Know-how, diesen Podcast überhaupt zum Laufen zu bekommen. Aber wir sind guter Dinge, dass es jetzt klappt. Oder? Was eigentlich seltsam ist, weil wir ja das ist ja nicht der erste Podcast, den jeder von uns aufnimmt. Nein. Was seltsam ist, dass wir einfach so Schwierigkeiten haben, da irgendwie mit Bild und Ton und was da noch alles dreifach mitgeschnitten wird. Aber naja. Ja, das ist die aus Sicherheitsgründen. Die Sicherheitsausdrucke, ja, alles da. So. Aber jetzt läuft's und Es geht los. Hoffentlich. es kann nur besser werden. Ja. Ja. Es ist gut und es kann nur besser Ist werden. noch viel Luft nach oben. Ja, der Chris und ich, wir hatten jede Menge Redebedarf, würde ich sagen. Wir haben uns ein bisschen gelangweilt. Und wir haben selber beide zwar viele Projekte, oder ja, ich auf jeden Fall. Du doch auch, ne? Chris, du hast auch viele Projekte. Ich sag jetzt einfach mal ja. Ja, sag's mal, ja. Aber ein bisschen pausieren unsere separaten Sachen mit unseren anderen Kollegen teilweise. Wir können es ja auch ruhig sagen, also ich kann es ruhig sagen. Ja, klar. Der Revenge of the Flicks Podcast ist im Moment ein bisschen auf Eis gelegt, da der Christopher gerade einen Film dreht, beziehungsweise das Drehbuch gerade abgeschlossen hat, jetzt die erste Überarbeitung macht und nicht mehr so viel Zeit für uns hat, um über Filme zu sprechen. Wenn man sie dreht, hat man nicht mehr so viel Zeit drüber zu sprechen, was aber auch völlig in Ordnung ist. Also Hut ab an seine Traumverwirklichung an der Stelle. Und da sind wir einfach auf die Idee gekommen, hier kommt jetzt zusammen, was zusammengehört. Denn ich bin ja vom Chris, damit bist du gemeint, ja ein großer Fan gewesen und bin ich noch vom Horrorversum-Podcast, den du mit dem Cedric hattest und hast. Ja. Und da haben wir einfach mal, haben wir uns Eins einfach... und eins zusammengezählt. Ja, genau, eins, richtig. Ich wollte ja dich tatsächlich auch schon immer eigentlich mal bei dem Podcast, also im Horrorversum-Podcast, eigentlich schon immer mal mit dabei haben. Oh Gott, ist das wäre ein Chaos geworden. Aber das war, ja, das wäre okay, aber das Problem ist ja wirklich bei solchen Sachen immer, ne, wir haben das halt immer zu zweit gemacht, der Cedric und ich, und das hat sich dann so eingespielt und dann war schon immer der Ruf laut nach, lade doch mal jemanden ein, quatsch doch mal mit jemand anders noch dazu. Und es gibt ja Möglichkeiten, man vernetzt sich da so ein bisschen und lernt Leute kennen Ja, und klar. es wäre ja auch überall die Möglichkeit da gewesen, mit anderen Leuten zu podcasten. Aber du warst auf meiner Nummer 1, sag dir, wie es ist. Also mit dir Ach, wollte ich vielen Dank. wirklich, ist wirklich so, wollte ich einfach gern auch mal über irgendwas reden. So, aber, und jetzt machen wir es. Ja, ich freu mich auch wirklich. Wir haben jetzt so Hals über Kopf, haben wir einfach was rausgehauen, haben uns verabredet und dementsprechend gut vorbereitet geht es jetzt hier los. Technisch und überhaupt gut vorbereitet. Geht's jetzt einfach los. Aber mit viel Freude. Ich habe wirklich viel Lust mitgebracht. Also ja, ich auch. Ja. Also Du auch. immer gerne, nee, absolut. Also ich bin ja ein großer Fan immer davon, ne, immer drauf loszureden und macht ja Spaß, ne, sich zu unterhalten. Ne? Und wo das dann immer so ein bisschen hingeht, ist ja dann die Frage, aber das macht ja nichts.
sehr ausschweifend. Also das finde ich grundsätzlich immer sehr gut. wollen wir uns schon ein Thema aussuchen, ne? So soll es jetzt auch nicht sein. Das soll jetzt kein absoluter Freestyle-Podcast sein, sondern wir wollen ja trotzdem, ist ja unser Plan, schon uns auch Filme rauszusuchen und über die dann zu sprechen. So, ne? Ja, absolut, natürlich. Also jetzt nicht völlig frei, nur über irgendwas jedes Mal, wann auch immer diese Folgen erscheinen oder wann auch immer wie auch immer der Rhythmus sein wird oder was auch immer, aber Das pendelt sich schon alles ein. Das kriegen wir schon hin. Mal gucken, wo die Sicherheit. Reise hingeht. Auf jeden Fall wollen wir uns nicht so festlegen in Genres. Ne, das haben wir auf jeden Fall schon mal festgestellt, dass wir da so ein bisschen aus unserem Trott rauskommen. Ne? Ich aus meiner Guilty Pleasure-Geschichten mit dem Christopher und du aus der Horrorgeschichte mit dem Cedric. Obwohl wir gleich, können wir es ja schon verraten, mit dem Horror anfangen, mit dem Horrorfilm. Ja, aber dass wir da so ein bisschen unsere Komfortzone verlassen. Ich genieße es natürlich, über Horror zu sprechen. Das habe ich mit dem Christopher selten gemacht. Eigentlich einmal nur, glaube ich. Und ja, bei meinem Old Fashioned Movie Club, da habe ich ja schon mal die eine oder andere Horrorperle mit reingenommen. Würde ich eigentlich auch öfter machen. Aber da, sind wir mal ehrlich, da gibt es auch ganz schön viel schon. Also, Ja. da muss man sich immer so ein paar Perlen raussuchen. Ne? Ich bin da immer so ein Fan, auch die versunkenen Schätze wieder hervorzuholen. Was ich ja in meinem Kanal dann Injustice 4 nenne. Also dieser Film verdient besondere Gerechtigkeit und Aufmerksamkeit. Ja, und jüngst habe ich da Brainscan besprochen. Einen Film, den ihr auch schon besprochen habt im Horrorversum-Podcast. Tatsächlich, ja. Und der mir sehr viel bedeutet und der mir sehr gut gefällt. Ich hoffe, euch auch. Großartiger Film. Ja, großartiger Film. Und tatsächlich, ja, in dem Sinne haben wir heute auch was ausgesucht, würde ich mal sagen. Oder habe ich vorgeschlagen und wurde gleich angenommen von dir. Finde ich auch sehr schön. Ja, Bin ich auch sehr gespannt, was du gleich sagen wirst. Aber vorab. da bin ich auch sehr gespannt, weil manchmal sind so Filme, die muss man so ein bisschen auf sich wirken lassen und ich hatte jetzt nicht die wahnsinnige Zeit, den auf mich wirken zu lassen, weil ich habe den heute Nachmittag Oh, angeschaut und dann sind die ja immer sehr frisch und dann hat man sehr frische Eindrücke und manchmal verändern die sich ja so über Nacht, Ja. denkt man dann am nächsten Tag so, naja, irgendwie, ne, oder so, das weiß man nicht. Und bei Ja. mir ist das jetzt sehr frisch, deswegen weiß ich gerade noch, mein erster Moment war erstmal so, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich von dem jetzt halten soll. Aber ja, das habe ich dir auch irgendwie prophezeit, wenn du den jetzt also wirklich als Pile of Shame-Titel hattest, quasi, ne? absolut. Ja. Aber wollen wir vorerst noch andere Wege gehen? Willst du vorher noch erzählen, was du sonst noch so geguckt hast? Oder wollen wir einfach starten? Ich kann tatsächlich vielleicht mal sagen, das ist ja immer so ein Klassiker, was ich als letztes zufälligerweise gesehen habe. Das finde ich immer ganz spannend eigentlich. Eigentlich einen alten Film, aber das ist auch so eine kleine Schwäche, was ich einfach bei diesem Filmgenre habe, das eigentlich super langweilig und super ausgelutscht ist. Aber mein letzter Film, den ich gesehen habe gestern, war The Commuter mit Liam Neeson. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, nein. Das ist also so- Liam Neeson kenne ich. Das ist so der klassische Liam Neeson-Film, wie man ihn eben kennt. Also er ist einfach dieser typische melancholische, traurige Familienvater-Typ, der dann irgendwie so diesen kleinen Action-Thriller, der sich dann so entspinnt. Ja, okay, du meinst den Liam Neeson ab der 2000er Jahre. Genau, Denn, ja genau, denn natürlich. ich kenne den Liam Neeson ja noch in den 90ern und aus den Ja. 80ern. Bei Excalibur hat er, glaube ich, auch mal mitgespielt. Also da hat er eine ganz andere Genau, Rolle das noch sind gehabt die- ja. in den 90ern. Rob Roy, also da war dieses Mittelalter-Ding gerade. Und dennoch tatsächlich Liebe natürlich. Also ein wirklich, muss ich sagen, ich finde den Ja. super geil. Ja, ja. Meine Meinung. Den tatsächlich liebe. Und deswegen kenne ich Liam Neeson halt noch als was völlig anderes, als einen völlig anderen Charakterdarsteller. Ja. Das ist natürlich jetzt hier, genau, das ist die eine Seite und die andere Seite ist dann eben diese, man kann es so ein bisschen vergleichen, also ich finde so die Liam Neeson-Filme, die dann jetzt so am Fließband irgendwie kommen, sind so wie die Jason Statham-Filme. Das sind so alles die gleichen Filme. Er spielt eigentlich immer auch die genau gleiche Rolle, immer diesen einen Typen mit diesem militärischen Hintergrund oder diesem Ex-Polizei, immer dieses, und ne, ich will jetzt gar nicht so lange über den Film reden, aber das ist genau das und das ist eigentlich total abgedroschen, aber Ja. ich habe da irgendwas in mir, wo ich mir denke, man weiß auch immer genau, wie er ausgeht und so, ne? Aber bei dem Film ist tatsächlich spannend, weil da ist ja wirklich ein bisschen Cast dabei, ne? Also du hast jetzt nicht nur Liam Neeson, du hast da Sam Neill, ne? Jurassic Park oder so, ne? Zum Beispiel mit dabei. Du hast Conjuring, die Frau, also diese Vera Farmiga, glaube ich, heißt die, und diesen Patrick Wilson, also diese beiden Warren Ja.
diese weiß. Familie, die beide spielen da zum Beispiel auch mit. Okay. Also, oder Jonathan Banks, ne, hier, dieser Breaking Bad Typ da. Also da ist wirklich ein Cast dabei, wo ich mir gedacht habe, was ist denn hier los? Was ist denn bei so einem einfachen Film, was hauen die da für einen Cast raus? Oder, Also, da könnte ich mir Liam Neeson auch gut vorstellen, in so einem Conjuring-Universum. ja. Wie das ja mal mit Erlöse uns von den Bösen, dem Film. Diesen Ja. Action-Exorzisten-Film, Ja, der hat bei mir sehr gut funktioniert, auch mit so Ja. klassischen Action-Stars. Weil das halt völlig so ein Genre-Mix war. Also ich fand das sehr erfrischend. Du guckst nicht so begeistert, aber das Ja, ist... ich überlege gerade den. Ich habe den so ein bisschen im Hinterkopf und ich weiß nicht mehr so genau, wie ich den fand. Das ist oft so ein Problem. Schreib ihn dir auf die Liste, dann nehmen wir uns den nochmal vielleicht- vor. Vielleicht soll ich den nochmal schauen. Nee, das war das Letzte, was ich jetzt gesehen habe. Das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen einfach. Und Ja, ist doch wunderbar. Und ich habe auch schon gerade für mich selber eine Überleitung geschaffen, denn ich habe als letztes der Exorzist, also Exorzist Bekenntnis heißt er bei uns in Deutschland, ne, geschaut. Jetzt jüngst auf Prime, glaube ich, läuft er gerade. Ich habe es auch nicht ins Kino geschafft, hat furchtbar schlechte Kritiken bekommen und so weiter. Und ich muss sagen, nö, gut, also ich habe es dann auch auf meinem Profil gepostet. Ich sage, was habt ihr denn alle? Das ist halt ein Exorzistenfilm. Was habt ihr erwartet, worum es da geht? Wird das Rad neu erfunden? Nein, verdammt. Die sind doch alle gleich. es ist halt immer schwierig, so zwischen das Rad neu erfinden und zwischen aber ein bisschen was Neues machen. So, ne? Da weiß man immer nicht Ja, so, ja. wo soll das hin, aber gut. Ich fand es völlig in Ordnung, ausreichend. Nee, mehr noch. Mir hat er gefallen, doch. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Also es ist natürlich nichts zum... Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen, okay. Nee, ich habe den noch gar nicht gesehen. Nee. Magst du die normalen Exorzistenfilme? Also der Exorzist? Und Ja. 2 und 3 oder so? Ja. 2 ist nicht so geil, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die schwanken dann schon auch, aber Ja. den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht warum. Okay. Weil- Ja, wahrscheinlich aus demselben Grund wie ich so. Wolltest kein Geld ausgeben fürs Kino oder keine Zeit und auch nö. Ja. Und dann hast du die schlechten Kritiken gelesen. Und Ein bisschen Angst dann davor, dass es richtig. scheiße ist. Ja, so ging es mir auch. Oder so geht es mir auch häufig. Ja, aber jetzt, also zum Stream reicht er auch völlig. Also den hätte ich jetzt nicht im Kino gebraucht. Und vielleicht natürlich. hätte er da hier und da noch ein bisschen besser funktioniert. Hatte ich neulich im Podcast mit meiner Tochter drüber gesprochen, dass The Nun zum Beispiel, als ich den im Kino geschaut habe, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, im Gegensatz nachher zur Blu-ray. So, dann sitzt du halt da im heimlichen Wohnzimmer und denkst dir, ja, okay, das hat irgendwie alles mal geiler funktioniert, so im Kino. Ein Ne? anderes Schauen. Ne? Ja, Ganz natürlich, anderes Schauen natürlich. und so. Das ist, man muss sich ein bisschen so einrichten. Ja. Ne? Deswegen habe ich jetzt so eine schöne Kombi, weil ich habe so ein kleines Filmzimmer Mhm. und da ist halt wirklich alles dunkel, schwarze Wand. Da hast du so ein bisschen mehr auch diesen Kino-Flair und nicht so diesen typischen Wohnzimmer. Ja. Ne? Keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen will oder so. Aber da wirken die Filme, da überlege ich mir manchmal tatsächlich, wo ich den Film schaue. So. Wo schaue ich jetzt The Mangler an zum Beispiel? Schaue ich den jetzt im Wohnzimmer so über Tageslicht oder schaue ich den im Filmzimmer, wo alles dunkel ist, wo das noch ein bisschen anders wirkt? Ich habe Oder- den seltsamerweise aber im Wohnzimmer geschaut. Keine Schade, Ahnung, ich hätte warum. dir empfehlen können, ihn schön nachts am besten, wenn es draußen regnet, dunkeln allein zu Hause, weil dann wahrscheinlich dann noch mal mehr kommt. Aber jetzt hast du es schon gesagt, es geht ich hab's schon um... ausgepackt. alles gut. Es geht um... steht sogar drüber. Nee, steht nicht drüber. Egal, es geht um The Mangler. Nach einer Kurzgeschichte von Stephen King, den ich hier ein bisschen auch auf meinem T-Shirt hin und her trage. Supporte, Ja, genau, supporte, richtig. The Mangler, genau. Wie sind wir drauf gekommen? Ich hatte Bock drauf. Ich kannte ihn nicht, ne? Das ist, also, Ja, ich habe es zu dir ja schon mal gesagt, es gibt oft so Filme, die gehen einfach an mir vorbei. ja, ich weiß das es ist nicht. der Die- Pile of Shame. Ne? Also Entweder sind es dann auch so kleine Nischige, die manchmal irgendwann in den Mitte der 90er, wie hier jetzt 95, erscheinen. Ja. Und man hat dann halt mal gesehen oder man hat dann halt nie gesehen. Oder völlig drüber weg, ja genau. Hatte ich zu dir auch schon gesagt im Privaten, das war bei mir jetzt ja Cup der Angst, also das Remake mit Robert De Niro und so weiter und so fort. Den habe ich ja jetzt erst geschaut, das erste Mal. Und ja. War doch, fand ich gut. Aber ist halt auch schon sehr lange her. Und also von 1990 oder sowas ist der. Und er hatte halt Zeit. Ja. Und der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das wollte ich eigentlich sagen. Deswegen kann ich das gut verstehen. Manchmal ist es halt so. Und jetzt bin ich irgendwie drauf gekommen. Also The Mangler stand schon lange auf meiner Liste der Injustice 4 Filme, weil ich den zu gut finde, dass man ihn eigentlich so vergisst. Aber ich habe auch jede Menge schlechte Kritiken gelesen, natürlich.
Wollte ihn dir aber auf jeden Fall nicht vorenthalten. Den muss man eigentlich gesehen haben. Vor allen Dingen, wie du schon so schön gesagt hattest im Vorfeld, da kommen so die Dreifaltigkeit kommt hier zusammen. Ja, es ist Absolut. Stephen King hat die Kurzgeschichte geschrieben. Toby Hooper hat die Regie übernommen. Ja, kennen wir alle, Texas Kettensägen-Massaker und so weiter und so fort. Poltergeist, was fällt dir noch so spontan ein? Texas Kettensägen-Massaker 2. Genau, ja. Ja, aber tatsächlich, ja, das ist ja so. Also die drei, Toby Hooper als Regisseur, dann hast du eben, wie du hast gerade gesagt, Stephen King und dann halt noch Robert Englund, Absolut. der Freddy Krüger, Ja. Schauspieler oder für mich ist es auch immer ein Freddy Krüger, auch in dem Film. Ich sehe den, der kommt Ja, schade. und man sieht ihn und denkt sich, naja, du bist halt Freddy Krüger. Was, glaube ich, cool ist, aber schwierig ist als... Schwierig ist, ja, aber ich glaube, er genießt es auch. Also, dass er der Freddy ist. Es gibt Schlimmeres. Aber ich finde ihn jedes Mal großartig. Also in jeder Rolle, auch bei Stranger Things, wenn er da nochmal als er dann nochmal aufgetaucht ist, in so einer Gefängniszelle und sich die Augen ausgekratzt hat, glaube ich, oder so. Oh, ganz tolle Szene. Oder 2001 Maniacs finde ich großartig. ja, Als Pile of Bürgermeister. Shame bei mir habe ich noch nicht gesehen. Pile Auch of Shame. großartig. Das Spiel Glaub so ein Bürgermeister, das ist auch super. Also, Der spielt auch in so einem B. Ja, klar, in einem B-Movie wollte ich gerade sagen. In einem Science-Fiction-B-Movie uncredited sogar mit. Also wird nicht aufgeführt als Schauspieler. Tatsächlich, okay. Hat auch gar nicht so eine kleine Rolle, aber denkst du, mir fällt der Titel jetzt ein? Ich glaube, ich habe den auf einer Blu-ray mit Mutant zusammen, mit dem Film Mutant. Und da sind 2 Filme drauf und der Titel fällt mir jetzt nicht ein. Schreibt's bitte in die Kommentare, Ja, genau, wie der schreibt's Film in die heißt. Kommentare, ja. mit Robert Englund im Weltall gegen Aliens kämpfend. Nein, aber ist natürlich ein großartiger Typ, meiner Meinung nach. Absolut. Großartiger Schauspieler. Hat Toller Mann. eigentlich auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, aber er ist halt auch eine Ikone so im Horrorbereich, im Genrebereich auf jeden Fall. Ne? Da wird er auf jeden Fall gefeiert. So, und die Dreifaltigkeit hat sich hier zusammengetan mit noch einem nicht unbekannten Schauspieler, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt, aber das wirst du mir mit Sicherheit leicht sagen. Aus Du Der schweigenden meinst Dämmer. natürlich Ted Levine. Ja, meinst du Ted natürlich. Levine, richtig. Selbstverständlich. Richtig, Teddy. Und zwar, es reibt sich mit der Lotion ein. Buffalo Bill, Ja, stimmt. Ja, okay. geile Rolle. Ja. Spielt hier ja einen völlig abgefuckten Detective. Ne? Detective. Einen guten alten Officer, ja. Oder absolut. Officer, okay. Ja. Officer ist er. Nicht mal Detective, wow. Ich glaube, Officer, ich sage immer Officer, wie heißt der denn? Deutsche schnell? Synchro. Officer Hunton, glaube ich, sagen sie immer. Ja, möglich. Ja. Hast du ihn in Deutsch angeschaut oder in Englisch? Deutsch. Oder schaust du grundsätzlich Filme in Englisch oder in Deutsch? Mal so, oder mal im so. Originaltitel? Ich habe, wenn ich richtig Bock auf einen Titel habe, dann gucke ich den auf Deutsch und lasse ihn danach nochmal auf Englisch durchlaufen tatsächlich. Also das tue ich öfter mal. Obwohl hier habe ich kurz gemacht, bis, keine Ahnung, die ersten 10 Minuten und dann, also auf Englisch und dann habe ich aber aufgehört, Okay. weil dann nicht so viel Unterschied war, sage ich jetzt mal. Also die deutsche Synchro ist ganz, ganz annehmbar. Ne? Bei manchen, ja. In der deutschen Synchro wird Ted Levine von Samuel L. Jackson, also von der deutschen Synchronstimme von Samuel L. Jackson gesprochen, was immer so ein bisschen verwirrend für mich die ganze Zeit war, weil der klang halt wie ein schwarzer Schauspieler, also der klang halt wie Samuel L. Jackson und das ist so, es war irgendwie verrückt. Motherfucker. Aber, ja, das klang irgendwie, aber auch cool, hat auch zu ihm gepasst und so. Also das, Ah ja, die Synchroarbeit fand ich hier auch recht gut. Also absolut okay. ja, Also, gibt auf jeden Fall schlechtere Beispiele. Wie zum Beispiel, also kann man ja mal ein bisschen meckern, Night Hunter, also Avenging Force mit Michael Dudikoff, furchtbar schlecht übersetzt in Deutsch und macht das Ganze zu einem richtigen Trash-Movie, was er ohnehin schon ist, aber das ist dann nochmal richtig schlecht, also da unbedingt das Original gucken. Und ich muss ja sagen, hast du oft, ja. So schlechte Synchro hast du oft. Also, wenn wir auch in die 70er Horrorfilme-Reihe gehen, ne, da hat's ja schon wieder dass richtig die Charme Synchro irgendwie. teilweise, da hat's Charme, aber da ist die Synchro auch, da wechselt die Synchronstimme im Film teilweise. Also ich habe Filme hier, da wird im Satz wechselt die Synchronstimme. Ja, das also ist der natürlich, spricht, das ist das ist kannst du dir natürlich vorstellen. unserem Genre geschuldet. Horror, Splatter und dass die Dinger bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden sind, damals die Tapes und die Filmrollen und das sind natürlich jede Menge, als die Originalspule dann mal wieder aufgelegt worden ist, mussten die natürlich alle nachvertont und synchronisiert werden. Deswegen spricht da das ist natürlich wirklich der Ton. ganz verrückt, Weiß noch, früher haben sie sich gar nicht die Mühe gemacht, die ersten Laser Paradise Veröffentlichungen auf DVD, da haben sie die englische Spur einfach gelassen. Aber ich muss noch weiter zurückgehen, die ersten Astro-Tapes
Da war das auch noch so. Da haben sie einfach die Originalsynchro dann laufen lassen. Da hattest du Italienisch, weil bei Man-Eater oder so, da haben sie alle Italienisch gesprochen und weiß was ich. Oh, furchtbar. Aber gut, hat auch seinen Charme. Und jetzt irgendwann hat Turbine angefangen und so, das alles nachzusynchronisieren. Gut, Laser Paradise auch seiner Zeit bei Dawn of the Dead. Aber sie haben es eher schlecht als recht gemacht. Aber sie waren die Ersten oder mit die Ersten. Und dann hat ja NSM das Ruder übernommen und 84 und Turbine und Play On, und die machen das ja richtig großartig jetzt. Teilweise geben die den Film ja alles neu. Also eine neue Synchro von vorne bis hinten und neues 4K-Master. Also die räumen da ja richtig auf. Das ist schon richtig gut aufbereitet, Ja. was da jetzt passiert. Ja, absolut. Also Genau. die Zeiten sind vorbei, dass man hier mit katastrophaler Synchro zurechtkommt. Arbeiten muss, genau. Das gibt's, glaube ich, nicht mehr. Nee. Ja, wir haben jetzt auch festgestellt in unseren ersten Gesprächen über The Mangler, wo es darum ging, der Name ist halt richtig doof, ne? Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist der Name richtig doof, ja. Ja, wenn man den Film dann jetzt guckt und ihn auch gut findet und mag, dann kann man sagen, ja gut, scheißegal wie der Film heißt, The Mangler halt. Im Buch, ich habe tatsächlich im Vorfeld noch das Buch gelesen, beziehungsweise die Kurzgeschichte, hatte ich dir ja angedroht. Hatte ich dir ja angedroht, dass ich das noch machen wollte. Habe ich auch gemacht, und da ist es natürlich, dass es gleich erklärt wird, warum The Mangler heißt. Also The Mangler ist nicht Robert Englunds Rolle in dem Film, wie man meinen könnte, sondern die Mangel selbst heißt The Mangler. Ja. Genau, die Maschine, richtig. Wird von den Arbeitenden so genannt, weil das Ding einfach irgendwie gruselig ist. Ja, und das kommt im Buch halt auch sehr schön rüber. Ja, wir wollen wahrscheinlich ein bisschen über den Film erst reden, ne, bevor wir den Buchvergleich machen. Ja, spannend ist es dann auf jeden Fall, wie stark sich überhaupt das Buch ja, das würde ich dann einfließen lassen, ja. Davon überhaupt unterscheidet. Bei Kurzgeschichten ist immer die Frage, ob da so viel verändert wurde, aber gut, grundsätzlich die Handlung, wie der Film grob anfängt, wird ja ähnlich sein. Ne? Ja. Wir haben diese schöne Blue Ribbon Wäscherei, diese große Wäscherei, in der auch diese riesige Maschine, diese gemeingefährliche Maschine steht. Und auch eine Wäscherei, in der unfassbar viele Menschen arbeiten, habe ich festgestellt. Also da laufen so viele Leute rum, wo ich mir denke, so viel Arbeit gibt es doch gar nicht in diesem, in diesem kleinen Gebäude. Eine Maschine und ein paar Säcke mit irgendwas, aber es laufen 30 Leute da drin rum, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich ist da genug Arbeit für alle da. Absolut. Die sehen alle schwer beschäftigt aus und sind stark am Schwitzen. Ja, laufen alle durch die Gegend und was mir gleich aufgefallen ist, das habe ich leider auch schon so ein bisschen im Vorfeld gelesen, das ist das, was bei dem Film Gutes dran gelassen wird oft in der Kritik, ist, dass das Set einfach gut bewertet wurde. Diese ganze Wäscherei, dieses ganze einfach, wo das einfach spielt, das ganze Setting einfach. Das wurde halt sehr gut bewertet und finde ich tatsächlich auch. Also ich finde den Film auch grundsätzlich schön dreckig, wenn ich das mal so sagen darf. Du hast richtig das Gefühl, unser Hauptprotagonist, der scheint sich nie zu waschen oder zu schlafen oder sowas. Der ist immer nur am Pillen schmeißen und Bier saufen. Und du fühlst quasi den Schweiß in der Wäscherei und diese heißen Rohre. Und wenn du irgendwo was anlangst, da habe ich mir da auch gedacht, so, wie können sie da eigentlich die Wäsche durchballern lassen, wenn die ganze Maschine so schmierig ist und der Boden so schwarz, und da kommt doch nie die weiße Wäsche weiß raus. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Wo ist da die Hygiene? So, wie soll dann weißes Laken rauskommen? Ja, eine Wäscherei, die so dreckig ist. Also ich weiß es auch nicht. Oder die Mitarbeiter da alles wieder voll schwitzen beim Zusammenlegen. Aber die Maschine an sich sieht schon mal auch cool aus, ne? Wie die da so richtig mit diesen riesigen Ketten angetrieben, und auch hinten dann am Ende der Maschine ist ja so ein Falzwerk, würde ich einfach sagen, wo dann einfach alles nochmal zusammengefalzt wird. Das ist ziemlich cool. Also zusammengelegt, ne, wird das da quasi gerade gleich. Cool, da auf jeden Fall. Und weißt du, wer das Maschinendesign entworfen hat? Das habe ich auch gelesen, ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwas, irgendwo Verwandtschaft von Toby Hooper. Das war der Sohn von Toby Hooper. Genau. So, also, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber ich glaube, das habe ich irgendwo auch gelesen. Ja, der Sohn hat die designt, der ist auch in den Credits dann extra vermerkt worden. Also mit den Hauptdarstellern quasi steht ein Design von der Maschine Lalala Hooper. Sehr gut. Ja, das wäre jetzt interessant gewesen, wie der Sohn von Toby Hooper mit Vornamen heißt. Ja, ich könnte es im Mediabook nachgucken, aber... Also ich hab den auf Prime gesehen, den Film jetzt, und der hatte gar keinen Abspann. Der hatte gar keinen Abspann, glaube ich. Also ich habe mir wirklich eingebildet, dass
Kaffee bitte. dass Hallo? Hallo? Sehr gut. Schnell weggerannt ist. Ja, ich habe mir irgendwie eingebildet, dass der Film einfach aus war und dann einfach auch gar kein Abspann kam. Und ich dachte mir, ja, okay, dann Ja, gut. kein Abspann dabei. Ja, gut. Aber ich schaue mir jetzt auch nicht unbedingt immer den Abspann an, aber Ja, manchmal, um das auf sich wirken zu lassen, ne, finde ich so ein Abspann gar nicht verkehrt. ja, wenn die Musik schön dabei ist oder so vielleicht. Ja, noch, aber der Abspann, der lohnt hier nicht so. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil der halt auch Hooper heißt und dann ist er mir so ins Auge gestochen. Ich versuche auch gerade herauszufinden, wie Versuch's einfach mal rauszufinden. Aber ich finde, ich google nicht, denn ich habe mal auch mit im Podcast meiner Tochter gesagt, wer bei Podcasts googelt, Der verletzt hat die die Kontrolle über sein Leben verloren. der verletzt die Podcast-Ehre, genau. Es wird nicht live gegoogelt im Podcast. Ja, das ist immer so ein Ding. Schlecht vorbereitet, ja, bleibt stimmt. schlecht vorbereitet. Ja. Schlecht vorbereitet, bleibt gut improvisiert. Sehr gut. Na gut. Ich hab's nicht Aber du gefunden. kannst ja mal noch schauen. Grundsätzlich, ich mochte das Set gleich, ich mochte, wie er anfing. Du sagst es, er hat diesen 90er-Jahre-Look, diesen dreckigen Flair, alles raucht und dampft dann schön da drin. Ja. Sieht super aus. Auch der Officer, der da dann auch relativ schnell eingeführt wird, dieser Officer Hunton heißt der ja da, der ja, ist auch ein geiler Typ irgendwie, ne? So, der passt für die Rolle, ist halt so auch dieser typische, du hast es ja gerade schon gesagt, schläft, ne? Raucht die ganze Zeit und so. Das ist so, ist jetzt alles nichts Untypisches, ist alles eigentlich, wie man sich vorstellt bei so einem Film. Ja. Irgendwie. Ja, doch. Aber Also hab mich gleich abgeholt. Also, Genau, zieht dich halt ganz gut rein gleich, finde ich. Ja. genau. Und es passiert ja auch relativ schnell dann, man stellt es relativ schnell fest, dass die Maschine, der Mengler, ist natürlich die gefährliche, mordende Maschine. Das stellt man relativ schnell fest, ja, genau. Was halt ein bisschen schade ist, dass sie halt auch immer oder leider immer nur irgendwie auf die gleiche Art mordet. Und zwar, indem halt irgendjemand reingezogen wird. Ne? Es geht halt nicht anders. Ach, jein. Da will ich dir Fast. gleich widersprechen, aber da kommen wir dann noch zu, sonst wird das zu früh. Weil Okay, die letzten 10 Minuten geht's auch anders. Die letzten 10 Minuten gehen es auch anders, ja. Aber da wäre jetzt vielleicht spannend, wenn im Buch es heißen würde, die Maschine kann, weiß nicht, macht irgendwas anderes. Aber wahrscheinlich nicht. Jein. Tatsächlich? Nein, Nein, okay. ohne dass die letzten 10 Minuten nochmal zu Ja, besprechen. gut, bei den letzten 10 Minuten noch was anderes. Aber da ist es ja gleich am Anfang so eine ältere Frau, ne? Die Aber ist doch ständig, super eklig, oder nicht? ständig Tabletten frisst. Auch in dem Film, wie viele Tabletten fressende Leute da in dem Film zu sehen sind. Also das ist unfassbar. Ja. Die erste Zeit alle nur am Tabletten irgendwie nehmen. Stimmt, ja. Aber es sieht gut aus. Die Effekte sind auch gut. Also wenn die da so reingezogen wird und was am Ende hinten rauskommt, sage ich. Also ich hoffe, Ne, dass ist nicht es viel, bei aber- Amazon auch jetzt komplett drin war. Denn der Film war ja auch, glaube ich, lange indiziert. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich meine, der ist indiziert gewesen. Oder zumindest stark mich jetzt- geschnitten im deutschen Versandhandel, wollte ich gerade sagen. Im deutschen Handel. Kam mir jetzt nicht geschnitten vor, auf jeden Fall. Okay, also gut. kam mir schon vor, als sieht man das, was man sehen soll. Ja, denn ich habe seinerzeit auch eine DVD besessen. Das will nicht sogar die Erstveröffentlichung. Und da stand noch fett Uncut auf dem Cover. Und dann habe ich mal die jetzt von MSN, das heißt jetzt vor 8 Jahren, keine Ahnung, wann die rauskamen, habe ich die halt gekauft im Mediabook. Und siehe da sind doch Szenen drin, die ich nicht kannte, weil das Uncut nicht Uncut war. Ja, Das das ist ja der Klassiker. Ah, heftig. Das habe ich schon mal bei Hellraiser 4 Bloodline. Da hatte ich das genau dasselbe. Stand auf dem Cover Uncut und dann habe ich nachher Szenen präsentiert bekommen im jungen Erwachsenenalter. Ich dachte, ich kenne sie nicht. Wie furchtbar. Bin so ein Fan von diesem Film. Und alles weggeschnitten, selbst in der vermeintlichen Uncut-Version. Furchtbar. Schämt euch, ihr DVD-Anbieter von damals. Ja, das ist wirklich schlimm, dass da so viel geschnippelt wurde, ne? Selbst. Ja, furchtbar. Ah, Ich muss auch mal sagen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, The Mangler nochmal aufzulegen. Irgendwie, wie gesagt, der Film hat mich ja irgendwie gepackt. Ne? Ich denke da ja ab und zu nochmal dran zurück, denn ich habe den in sehr jungen Jahren gesehen. Eigentlich, wann war denn die VHS-Veröffentlichung? Wahrscheinlich dann 96, 97 muss das ja dann gewesen sein, ne? Wenn der Film 95 bei uns in den Kino kam, in Kino kam. Wahrscheinlich kurz drauf oder Jahr drauf. Oder Ja, so. dann ist so ein übliches Tape gewesen, was auf dem Schulhof halt rumging, ne? Von meinem Kollegen. Denn der hat mir eine Menge Tapes dann mitgegeben in einer Plastiktüte, weil da unter anderem Body Parts bei. Body Parts mit Ray LaRotta, wie heißt er? Ja, irgendwie so. Ray Liotta. Ja. Liotta. Body Parts war dabei. Ich glaube sogar Tanz der Teufel.
mal in einer vernünftige Version. Und halt The Mangler. Und The Mangler musste ich mir dann halt, ja, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, 12 oder sowas. Ich war den Moment alleine zu Hause, bevor meine Eltern und Geschwister kamen oder meine Schwester kam. Und dann konnte ich auch nur über ihren Fernseher gucken, weil sie hatte den Videorekorder, meiner war kaputt oder ich hatte keinen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Und ja, dann musste ich mich halt in ihr Zimmer begeben und dann auf so einen kleinen Fernseher erstmal, The Mangler gucken. Dann musste ich immer mit einem Ohr hören, wann kommt jemand nach Hause und dann schnell, Stopp, Tape raus, wieder verpacken und wieder in mein Zimmer gehen. Das hatte natürlich noch diese besondere Spannung dann, ne? Du guckst so einen ganz fiesen Film und dann hatte dieses VHS-Tape hat natürlich die Wirkung des Films noch viel mehr verstärkt, ne? Wenn du den jetzt in ich wollte gerade sagen, Ultra HD guckst, guter Qualität siehst, ja. Dann siehst du natürlich, oh Gott, das ist ja alles Kulisse oder so. Obwohl die Effekte trotzdem noch super sind, bis auf die CGI am Schluss, aber das ist gut für die Zeit, verzeiht ihm das. Aber da hat man das halt nicht gesehen, da war das alles greifbar. Ne? Das war halt so eine schlechte Qualität auf VHS und das hat mega Bock gebracht und mich geängstigt. Ja, deswegen fand ich den Film eigentlich auch immer schon cool. Also, das hat vielen Filmen sehr gut getan, dass Ja. die Qualität dann einfach, das hat die einfach noch ein bisschen auf ein anderes Podest gehoben. Ist es richtig, so? das Paradebeispiel ist bei mir auch Tanz der Teufel. Also Ja, ist auch so, du ja. musst den eigentlich als schrottige VHS-Kopie gucken, weil sonst das wirkt einfach nicht so vernünftig gut. So. Ja, und Das hier ist war es wirklich halt, so, halt ähnlich. Und jetzt sagte meine Arbeitskollegin die Tage zu mir, dass ihre Mutter an der Heißmangel arbeiten würde. Und dann kam es mir in den Kopf geschossen. Ich so, sag mal, kennst du eigentlich von Stephen King den Film The Mangler? Wie kannst du nur? Ja, meine Arbeitskollegin ist 20 Jahre alt. Natürlich kennt sie den nicht. Und, und dann dachte ich, so, hier, da waren der Chris und ich dann schon in der Planungsphase hier für den Podcast. Podcast. Den einzigen wahren Podcast. Und dann war es geboren, ich hau dich an, hier, was ist mit dem Film? Komm, hau raus. Hast du gesehen? Ja. So, das ist die Historie, die mich betrifft, in dem Fall. Meine Mutter hat übrigens auch in der Wäscherei gearbeitet, fällt mir gerade ein, in der Großwäscherei. Muss ich fast mal fragen, die ist Ja. mittlerweile in Rente, aber ich müsste fast mal fragen, ob es da auch, Ob sie die Heißmangel bedient hat. ob es da einen Mangel gab. Wäre eigentlich eine gute Frage. Ja, definitiv. So, und dann. So viel Wäscherei hier. Ne? Echt? Und dann gibt es noch einen dämonischen Kühlschrank. Ah gut, wir wissen noch nicht, dass er dämonisch ist, aber Ja. ein Kühlschranktransport tritt in unser Leben. Nein, oder wollen wir vorne anfangen? Wir sehen die Wäscherei, wir sehen, was da drin alles los ist, wir sehen die alte Frau, die Tabletten frisst oder zu sich nimmt und dann, dummerweise in die Mangel gerät und völlig furchtbar zerquetscht wird. Daraufhin wird natürlich die Polizei und ein Krankenwagen rufen. Der Krankenwagen kann natürlich nichts mehr zu machen, als sie wieder zusammen zu schaufeln. In Und- einem Korb nach draußen zu tragen. Und aber unser Hauptprotagonist, der Officer Hunting, Officer Hunten. Hunten Hunten. Ja. muss dann vertretungsweise dahin zum Tatort und denkt sich noch, das ist übrigens sehr cool vom Buch übernommen, das kann ich gleich mal sagen, dass er in die Wäscherei reinkommt und völlig am Izen ist, so, ja, hier sind sie jetzt alle und bedauern, weil hier nichts abgesperrt ist und nichts ist aufgeräumt und dann sagt der Vorarbeiter ja noch, ja, sie müssen alleine hinter die Anlage gehen, ich kann mir das nicht nochmal angucken und dann sagt er dann ja nur noch so, ja, sie können das nicht nochmal angucken, alles klar, ja. Und dann geht er da an die Maschine vorbei, die übrigens 10 Meter oder länger ist. Und faselt dann ja noch so, ja, sie alles ist hier nicht sicherheitsgemäß oder sowas in der Art, sagt er dann, ne? Oder es wird gespart, wo man kann und dann kommt jemand zu Schaden und jetzt können sie sich das nicht mehr angucken. So völlig am Spotten. Und das ist halt im Buch herrlich. Also es ist 1:1 so übernommen. Ja? Okay. Auch mit der Wortwahl dann, die ich jetzt natürlich nicht so gut hingekriegt habe. Nee, aber fast. Aber ich habe fast gedacht, ich schaue den Film nochmal. Ja, genau. Ja, und dann geht er da um die Ecke und sieht diese völlig zerquetschte Frau. Und siehe da, der hartgesottene Officer muss sich übergeben. Na Hab ich mir sowas. auch gedacht. Ja, Hab ich mir auch gedacht. Das fand ich sehr sympathisch. absolut. Und vor allen Das ist so Dingen, sympathisch, wie man übergeben finden kann. Da hatte ich mir das wirklich. ist sehr schön übergeben. Ja, das ist einfach auch authentisch, ne? Ja. Weil es ist halt auch nur, weil er ein cooler Cop ist. Nein, heißt aber es das halt finde nicht, ich, dass er irgendwas trotzdem eklig da findet. finde ich, also da kommen wir noch zu. Also ich finde seine Rolle sehr, also er spielt sehr übertrieben. Also Overacting würde man sagen. Ja, so theatermäßig. Ja, das genau. Ein bisschen später dann, ja. Aber
das finde ich wiederum richtig geil. Er kommt um die Ecke, man sieht dieses motzige Gesicht, und dann guckt er um die Ecke und kriegt auf einmal, wird kreidebleich, kriegt diese riesen starren Augen und dann fängt er ja sofort mehr oder weniger an, sich zu übergeben. Ja. Also er spricht noch kurz mit dem Fotografen, der da schon wunderschöne Bilder macht vom Tatort. Der Fotograf ist wirklich, das kann ich dir vorab jetzt schon mal sagen, der Fotograf war meine Lieblingsrolle. Ja. Der war meine Lieblingsrolle im ganzen Film. Der hat auch später so einen ganz starken Auftritt, wo er da mal so in dieses Krematorium oder wo da irgendwie... Ja. Seine Und Augen, das ist ne? eine unfassbare Szene da unten dann. Also wie der da so runtergeht und dann kurz noch der Dialog und dann dieses Treppenhaus da so runterläuft. Großartig. Ich habe die ganze Zeit noch, irgendwas ist mit dem. Der verwandelt sich doch gleich im Vampir und fällt alle an oder so. Freddy Krüger. Ja, oder das ist so. wirkliche Genau. Freddy Krüger. Richtig. Ja. Großartige Rolle, wirklich. Ja, den fand ich doch. großartig. Und diese ganzen Charaktere, die finde ich so gruselig, ne? Bis Ja. nachher Robert Englund selbst dann ja noch zum Tage kommt. Zum Tage kommt? Wie nennt man? Zum Tage scheint. Nee, das sagt man irgendwie anders. Zutage tritt. Auf Aufs Podest, vor dem Podest erscheint. Nee, keine Ahnung. Ja, stimmt. Er erscheint. kommt dann erstmal hier von oben runter, ne, Und- der Boss der Wäscherei. Richtig, und wie er denn, also er dreht ja schon durch als, wie heißt die junge Dame, Forley, in die Mangel kommt. Und dann kommt er aus seinem Büro mit seinen Gehhilfen Hier mit seinen beiden geschiedenen Beinen. Ne? und dreht da oben so Pirouetten und nein, zieht sie raus und auch mit Stelzen wollte ich gerade sagen. Wie heißt es? Gehhilfen. Mit seinen Gehhilfen heißen es doch so, ne? Schlägt er denn so. Da gibt es noch einen anderen Begriff. Oh, einen anderen Begriff. Schreibt es in die Kommentare. Krücken. Krücken. Ja, Also- die einfachsten Worte, ne? Also, ja, wir haben 2 Stunden Zeit mit dem Aufbau verloren, deswegen sind unsere das Gehirne ist- etwas ermüdet. Die normalen Worte sind schon gestrichen. Schlägt denn da mit diesen Krücken auf diesen Handlauf ein und das klirrt durch die ganze Halle, denn so klöng, klöng. Und einer meiner Lieblingssätze ist dann auch, wie er dann sagt, Foley, du altes Miststück, das kostet uns doch wieder Stunden. Ja. dann Ich glaube, das sagt er auch jedes Mal, wenn dann wieder jemand stirbt, heißt es immer so, "Ey, das kostet uns ja jetzt wieder Stunden und Tage. Ja, sehr gefühlvoller Mann. Und sie hängen doch schon so hinterher in der Zeit, verstehst du? Das ist ja, Ja, stimmt, der muss ja die ganze Zeit brüllen, seinen Vorarbeiter anbrüllen, dass er die Leute anbrüllt. Schneller, schneller. den mochte ich irgendwie auch ganz gerne, den Vorarbeiter, weil der später dann so sentimental wird und so. Ja, mit Mal, dann, ne? Ja. Ja, wo du auch gedacht hast, so, der wirkt eigentlich auch wie so ein richtiges Arschloch und dann später ist er irgendwie ein ganz netter Kerl so. Das stimmt. Naja, mochte ich. was man halt so nett finden kann. Und dann so ein Haufen Arschlöchern. So nett, wie es halt in dem ganzen Umfeld halt Ja, geht. So. genau. Aber er sieht schon heiß aus. Also Robert Englund schaut schon heiß aus in dem Film. Auch mit dieser Brille, mit diesem einen Glas nur drin. Ja. Und wo du ja auch erstmal denkst, was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir eigentlich passiert? Ja. Weil, ihr könnt es euch schon denken, hat einfach einmal Bekanntschaft mit der Heißmangel gemacht. Ja, die Mangel ist überall Ein Biest. vertreten. Ja. Genau. Ja, genau. Dann haut der Officer wieder ab, weil er das nicht mehr ertragen kann. Will auch keine Umfragen mehr machen, wollte ich gerade sagen, will die Leute nicht interviewen, sondern rennt einfach zu seinem Auto und sieht dann noch aus dem Augenwinkel, wie Madame Forley zerstückelt in so einem Sack rausgetragen wird, zerquetscht. Ja, und rennt zu seinem Schwager. Zu seinem Schwager, der was übrig hat für okkulte Sachen. Ja, das auch unschwer zu erkennen ist, weil natürlich muss der Schwager, der so ein bisschen okkult oder so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen esoterisch oder was auch immer auch unterwegs ist, das muss natürlich auch so aussehen. Ne? Der hat natürlich im Garten alles Klimbim. klimpert und okay, ne? Gut. Und der trägt auch immer ein bisschen einen Mantel und hat lange Haare und sieht ein bisschen aus wie ein Hippie. Okay, alles klar. Ja, genau. Aber Wie so ein den mochte ich übrigens wie auch so ein ganz gerne. Gothic Hippie. Ja, genau, den mochte ich auch sehr gern. Den mochte ich auch. Ja, und dann trinken sie erstmal ein Bier und philosophieren. Ne? Ja. Dann gibt es nochmal einen Zwischenschnitt, wie der
wie der Officer dann nochmal in die Wäscherei geht und eine Untersuchung der Mangel stattfindet, wo der Sicherheitsbügel kontrolliert wird, warum die Dame da reingefallen ist und so weiter. Und da Ging auch sehr schnell. genau, sieht er schon von, Überprüfung. wie er von weit feststellt, ja, das war eine Farce, das wurde gar nicht richtig kontrolliert, das wurde einfach nur, ne? Ja, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Sie überprüfen den Bügel und kurz drauf so, ja, der geht doch, also war es Eigenverschulden. Ja, Okay, menschliches alles klar. Versagen, völlig klar. Ja, super. Ganz schnelle Überprüfung, aber. Ja, genau. Und dann bekommen wir nochmal so schöne Flashbacks, während der Huntington, ich krieg seinen Namen heute nicht mehr auf die Kette, mit seinem Hunton. Wie ist denn sein Vorname? Wollen wir nicht seinen Vornamen sagen? Officer. Josh? Nee, weiß ich nicht. Weiß ich gerade selber nicht. Weil sein Schwager heißt Mark, den würde ich Mark nennen. Ja. Gut, Schwager Ja, Mark. Weil Schwager Mark. Detective ist sein Vorname. Ach, ist er doch Detective? Ich sage immer, hier ist er als Detective gelistet, aber wir sind ja vorbereitet sie sagen immer hier. Officer. Sie sagen immer Officer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Officer John? John hieß er, oder? John? John Hunton. Ja, Josh entweder Hunton? John oder John. Jack, ist ja völlig klar. Ist ein amerikanischer Ich glaube Film. John hieß er. John Hunton klingt auch so richtig Officer-mäßig. John und Mark. Officer John, ja. Ja. Naja, kriegt dann so Flashbacks nochmal, wie er sich vorstellt, wie die arme Frau da zerhackt worden ist, zerquetscht worden ist. Ja. Und kriegt dann da so mehr oder weniger einen Nervenzusammenbruch. Ja, der ist zerquetscht. Kann man da nichts gegen machen? Nein, kann man nicht. Und völliger Gefühlsausbruch. Bisschen zu früh, wie ich finde, weil wir wissen noch nichts um die Geschichte drumherum. Also warum dieser schmierige Lappen, was hat er denn jetzt, ne? Ja, das geht ein bisschen schnell dann tatsächlich, ja, dieser Wahn, in den sie dann irgendwie verfallen, das geht alles ein bisschen schnell. Ja. Ja, genau. Und also, der Kühlschrank, den ich eben ansprach, der hat dann so eine Nebenrolle. Der Kühlschrank war schon kurz in der Wäscherei, hat die Maschine berührt, den Mangler. Dann haben wir einen Blitz gesehen und dann wurde der Kühlschrank ausgeliefert von Transportmenschen. Von einem Transportunternehmen. Sag es, wie es ist. Ja? Believe it or not. Von einem Transportunternehmen, die nicht wissen, wo er hingehört, übrigens, weil sie die Adresse nicht richtig lesen können. Ja. Dann wird der Gut Auto fahren Detective, können sie auch nicht. der wird der Detective noch fast von dem Kühlschrank erschlagen und so weiter. Aber zum Kühlschrank kommen wir dann gleich noch. Erst sehen wir eine Szene in einem Wäschereibüro. Büro ist es eigentlich nicht. Es ist die Wohnung des Haus, die Wohnung oder das Büro Ja, das ist schon so eine Mischung, ne? Das ist so von ein, Robert England. so ein super Boss-Büro. Aber Wo wohnt er alles da drin ist. auch? Doch, der wohnt da, ne? Ich glaube, der wohnt Der da wohnt auch. da. Nee, oder? Aber es gibt ja eigentlich dieses große Anwesen auch noch. Ich glaube, da wohnt er. Da Wo wohnt sie seine dann Nichte später die drin. Nichte. Ja. Ja, aber fragen sie nicht auch, ob dann er da ist? Ja, stimmt, du hast recht. Also aber glaube man ich auch, sieht dass ihn er da immer auch nur, wohnt. man sieht ihn aber immer nur in diesem Ja, aber Büro. er ist der Chef der Wäscherei. Also er wohnt mindestens zur Hälfte in der Wäscherei. Ja, natürlich. Also es sieht auch viel cooler aus als in der Villa, muss man gestehen. Ja. Also, Ja. das heißt, wenn so mein Büro aussehen würde, dann würde ich auch nicht nach Hause wollen. Ja, was willst du dann? Ja, eben. Ja. Und da sehen wir einen sexuellen Übergriff, Ja, um das es mal tatsächlich. abzukürzen. Ja. Wie sehen wir den? Kann man so sagen. Ja, wir sehen den, indem er bittet, eigentlich bittet er sie ja nur in Bar zu nehmen. Sie, wer ist sie? Eine Angestellte. Sie ist eine Angestellte, die dann so ein bisschen zu seiner, kann man Handlangerin sagen? Gespielen. Ja. Gespielin, vielleicht dann später Handlangerin wird. Mhm. Und Naja, auf jeden Fall Ja. ist sie völlig aufgelöst, weil sie beim. sie hat sich ja auch verletzt, genau. Sie wurde ja auch- Sie war dabei, als die alte Dame zerhackt worden ist, zerquetscht worden ist. Dann gab es noch einen Vorfall, kam der schon, mit der Verbrühung. Da ist eine Dampfleitung dieses- geplatzt und dann ja. wurden die Mädchen verbrüht. Ja, stimmt, Und wo da der war eine sich sie. sehr stark verletzt hat. Genau. Und sie hat sich ja an der Hand verletzt oder so auch, ne? Der hat sie sich die Hand verletzt, irgendwie so bei der Geschichte, ja. Und dann Ja. war sie ganz aufgelöst und dann sollte der Vorarbeiter sie nach oben bringen ins Büro. Genau. Zu Robert Englund. Und der macht dann hier, beruhig dich da erstmal. Beruhig dich doch erstmal, nimm doch mal ein Bad. Nimm mal ein Bad, Nimm ja. mal ein heißes Bad hier drüben in meinem Privatbadezimmer. Das ist auch so eine ultra ekelhafte Szene, wenn sie dann, wenn sie die Tür zumachen will erst und schaut ihn dann an. Ja, und er sagt steht so dann- gierend im Flur und sie, wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten? Und hat schon das Bibbern im Gesicht dabei und
Und er dann so richtig eklig dann Der dann so eklig watschelt seine Sachen auszieht, Ja, seine Krücken wegnimmt, seine Schnallen irgendwie, was auch immer er da alles machen muss. Ja, die ihm Ja, beim das Gehen ist- helfen, ja, genau. Ja. Ja. Ihr Naja, dann noch so die Träne runterläuft, ja, wo man sich denkt, geiler Typ. das wird leider nichts, aber ja gut. Ja. Aber sie scheint sich schnell daran gewöhnt zu haben. Denn, Sie hat ja dann auch ihren Vorteil anscheinend davon, ne? Weil sie wird ja dann seine gespielen. Gespielen, ja. Sie ne? ich weiß gar nicht Wird ja mehr. dann eingeführt ins Eingeführt ist ein Business schönes Wort in diesem Zusammenhang. eingeführt, ja, sehr gut. Ja. Es wird einiges eingeführt, auch das Business, auch das Geschäftsbusiness wird eingeführt. Und dann sehen wir eine Szene im Krankenhaus, wo wir die verbrühte Mitarbeiterin kennenlernen, Ja. die stark verbrüht worden ist am Oberkörper, an den Händen, im Gesicht. Und da geht der Detective hin und nimmt den Schwager Mark, nimmt er mit, weil irgendwas da nicht mit rechten Dingen zugeht. Ständig diese Unfälle an der Mangel, da stimmt doch Stimmt irgendwas, was da nicht. stimmt Da was kann nicht. auch was nicht stimmen. Es ist wirklich so. Und erst ist sie noch am Rumschreien, die junge Dame, aber dann gibt's ein bisschen Schmerzmittel. Der Arzt ist auch sagt, alles vorbei. Ja, das ist alles vorbei. Der Arzt vorbei. sagt schon, bei mir im Krankenhaus muss niemand leiden. Schmerzmittel rein und dann ist einfach, die Schmerzen sind vorbei. Ja. Gleich ist es vorbei. Gleich haben sie keine Schmerzen mehr. Ja. Nein, finde ich toll. So war's. Also wünsche ich mir auch. In Deutschland, da sind wir viel zu zaghaft mit Schmerzmitteln. Also ich finde auch, da sollte man öfter mal. Aber kann da ruhig mal. Erzähl mir nichts von Schmerzmitteln, du. Ich habe in letzter Zeit viele Schmerzmittel nehmen müssen. Ja. leider. Aber Schön. guter Übergang. Ja, guter Übergang. nicht schlecht. Hat der Arzt denn zu dir auch gesagt, so bei mir muss niemand leiden. Hier, Bei mir erstmal. muss immer rein damit. Immer rein. Ja, und dann erzählt sie ihm nämlich, wer und was sich zuerst verletzt hat. Ne? Die Nichte von Robert Englund hat sich zuerst an der Maschine geschnitten, am Hebel. Daraufhin wurde sie fast vom Kühlschrank reingedrückt und. Und dann irgendwann kam ja die Mrs. Foley, die da reingerutscht ist. Ja, dann jetzt das mit dem Dampf. Also es hat alles Methode. Also zumindest befürchtet sie das, die Mitarbeiterin, deren Namen ich nicht weiß. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Nee. Also, so viele Mitarbeiter, Und die dann, ganzen Namen und kann dann man sagt nicht sie noch, ach, Detective, wir Mädchen oder wir Frauen, wir haben manchmal so komische Gedanken, oder? Und genau der Satz ist 1:1 aus der Kurzgeschichte übernommen, wo ich auch wieder dachte so, jo, man merkt deutlich, wann dieses Buch geschrieben worden ist, dass man solche Sätze noch geschrieben hat. Schreiben durfte, wollte ich gerade sagen, man darf es ja immer noch, aber geschrieben hat. Ne? Naja, aber er ist sehr souverän, der Detective. Ne? Er hört sich das alles an und sagt dann, okay, es waren schon mehrere Unfälle. Ja. Ja, er bleibt schon erstmal dieser skeptische Detective trotzdem, ne, so in dieser Rolle, dass er so sagt, weil er ja auch mit seinem, nicht Neffen, seinem Schwager. Schwager, um Gottes Willen, seinem Schwager ja spricht und der Schwager sagt ja auch immer so, der will ihn ja gleich so ein bisschen dafür begeistern, hey, vielleicht liegt doch das an was anderes, aber das blockt er ja auch nicht erstmal ab, so, nee, ist doch alles Quatsch. Ich mochte auch die Szene, die kommt glaube ich ein bisschen später, aber die fällt mir gerade ein. Die wo kommt das im Anschluss. Ach so. Dieses Buch, dieses okkulte, was auch immer Buch, wo er dann Ich glaube, das kommt im Blödsinn, Anschluss. Realität. Ja. Blödsinn, Realität. Fand ich sehr gut. Also schöne Sachen. Ich glaube, gleich im Anschluss fragt der Schwager ihn ja dann auch, sag mal, hast du schon mal überlegt, Genau, ob das vielleicht was mit dämonischer Besessenheit zu tun haben könnte? Genau, und er guckt ihn an, ja natürlich, das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Also richtig, so richtig schön, wie wir wahrscheinlich auch reagiert hätten. Ja. Nimmt ihn dann da schön aufs Korn. Aber genau, dann kommt diese Szene, dass sie so ein bisschen mit dem okkulten Kram rumspielen und was das alles auf sich haben könnte. Und dann, ob die Maschine eben spukt, ne? Das fand ich. Genau. Er sagt ja okkult oder ob die Maschine spukt oder ob sie vielleicht besessen ist, würde man vielleicht anders sagen. Das finde ich auch gut, wie er so mit diesen Worten so. Ja. Oder vielleicht besessen. Ja, für mich ist das alles eins. Aber gut, schön, dass du es nochmal auseinander differierst. Das ist toll. Und dann muss natürlich auch eben dieses große Buch, was ich jetzt gerade kurz erwähnt habe, das muss dann ja auch dabei sein. Ja. Ne?
dieses klassische, es gibt immer in diesen Filmen, was heißt diesen Filmen, das klingt so negativ, aber es gibt immer dieses eine große Buch, das super verstaubt irgendwo aus der Ecke gezogen wird und darin steht, was man tun muss, wie man den Teufel austreibt, was man braucht. Darin steht einfach erstmal eigentlich, was es ist, was das Problem ist und wie man es behebt. Das ist eigentlich immer in diesen Büchern. Das ist toll, ne? Dass es immer so eine Anleitung gibt. Ja. Also, Da stand jetzt zwar nicht explizit die Mangel drin als dämonisches Wesen und wie es entsteht, aber es steht schon mal drin, wie man vielleicht, das ist... wie man einen Zauber macht, wollte ich gerade sagen. Genau. Ein Ja, aber Ritual so- vollführt, ja, ne? genau. Ja, das steht da auf jeden Fall drin, richtig. Und auf jeden Fall scheint dem Detective sehr zu gefallen, dieses Jungfrauenblut. Ja, genau, ja. Natürlich. Ja. Und noch Das ist der Schlüssel. und was an eine Pflanze, Belladonna, keine Ahnung, irgendwie ja, sowas. das Ne? ist Tollkirsche oder Tollkirsche, was. richtig. Ja, die spielt nachher noch eine Rolle. Gut, aber dann lässt er sich ja dann, also der Detective, die nennt sich ja doch überreden, dann doch noch zur vermeintlichen Jungfrau zu fahren. Zur Nichte von Robert Englund und sie, ja, also er wollte sie nicht fragen, aber er wollte wissen, was vorgefallen ist und fährt dann zu dieser riesen Villa, ne, von Robert Englund. Ja. Auch eine unangenehme Szene, so, weil der Schwager kommt mit und also Mark und der versucht natürlich dann herauszufinden, ob sie noch eine Jungfrau ist. Er fragt dann Ja, auch tatsächlich es ist- irgendwann und dann wird er Er nicht nur fragt ja von, wortwörtlich, ja. wird er nicht nur von ihr rausgeschmissen, sondern auch von seinem Schwager, wollte ich gerade sagen. Vom Detective. Ultra unangenehm. Ja, ist ziemlich dämlich, ja. Aber wir rudern dann wieder zurück, weil die Nichte sagt, es gab ein Kurzschluss, verursacht durch den Kühlschrank. Da waren überall Blitze, sagt sie. Ein Kurzschluss, denkt sich der Detective. Alles klar, nichts Übernatürliches. Es war ein Kurzschluss. Und wieder zurück. Zum Kühlschrank. Wo ich lange gebraucht habe, zu verstehen, dass das ein Kühlschrank ist. Irgendwie. Ich dachte Okay. immer, ich weiß nicht, für mich. Sie ich sagen hab auch da nicht Eisschrank. So, ja, aber Kannst ich du habe das damit irgendwie mehr überhört. Ich habe das überhört und dachte mir die ganze Zeit, was ist das eigentlich? Oder was soll das eigentlich sein? So. Aber dann Okay, irgendwann okay. habe ich habe mich damit abgefunden, dass es anscheinend ein Kühlschrank sein soll. Ja, denn sie fahren nach Hause zum Schwager und zum Detective, die wohnen nebeneinander. Und kommen an einer Unfallstelle vorbei, überall Polizei, überall Krankenwagen und leider Und ist ein Kühlschrank. Und ist in diesem ominösen Kühlschrank leider ein Junge gestorben, erstickt. Der ist da drin, hat da drin gespielt und die Tür fiel zu und wie das bei amerikanischen Kühlschränken so war, kam man dann nicht mehr raus. Keine Chance. Keine Chance, ja. Fand ich eigentlich auch eine ganz spannende Szene. Auch da war es so ein bisschen ist komisch, als, weiß nicht, da fing dann der Film so manchmal ein bisschen an, dass er so ein bisschen, eben dieses Overacting, finde ich, manchmal so ein bisschen war. Ich weiß nicht, so ein bisschen überdramatisiert ist alles. Ist ganz schlimm, dass dann ein Junge gestorben ist, um Gottes Willen. Aber ich fand dann ihn so ein bisschen, teilweise ein bisschen seltsam, aber das ging noch. Spannend fand ich aber die Szene, als sie dann diesen Kühlschrank, er bearbeitet den Kühlschrank dann, bevor sie fahren, ne? Nimmt er dann einen Vorschlaghammer und bearbeitet den Kühlschrank noch richtig mit dem Vorschlaghammer. Haut da drauf rum und dann kommt auch wieder der Fotograf, der ihn dann weil auch der- dabei... Weil der Schwager seine Hand reinsteckt, um eine Taube zu retten, die drin sitzt. Genau. Und ja, dann sowas, schnappt die ja. Tür zu und der Schwager wird eingeklemmt. Und nach dieser Szene Ja. nimmt der Detective sich den Vorschlaghammer und zerlegt dann den Kühlschrank. Und dann entsteht eine blitzende Wolke über dem Kühlschrank. Und der Das ist böse Geist cool tritt gemacht, raus. Ja. Fand ich cool, sah Hat irgendwie ganz mich, cool aus. weiß ich noch wie heute, ich habe mich erschrocken. Mit 12 Jahren, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Da habe ich nicht mit gerechnet. Aus heutiger Sicht natürlich. Das muss passieren, bei allem, Aber was sah wir gut schon aus. gesehen haben. Ja, sah gut aus. Es sah gut aus, wie der da oben so die Antenne weghaut und dann Ja. die dämonische Energie freigesetzt wird und alles ist Richtig. Wind und wow und alles ist Fast wie bei Panik. Ghostbusters. Ja, war wirklich cool, fand ich gut. Nee, fand Was ich. ich auch noch sehr gut fand, als dann oder direkt danach eigentlich kommt ja irgendwie noch mehr Polizei und alle kommen mit dazu. Und wenn er da drauf rumhaut, sagt er zu dem anderen Polizisten, weil der Kühlschrank ja so schlimm ist, und dann sagt er, verbrennt es, Beerdigt begrabt es und jagt ihm einen Pfahl durch das Herz. Das fand ich sehr gut. Ich habe es auch aufgeschrieben, ob mein zweiter Lieblingssatz verbrennt es, beerdigt es und dann sagt der Detective und treibt ihn einem Pfahl durchs Herz. Ja, genau, Aber das hat er, ja. glaube ich, selber ironisch gemeint, weil
er sich selber so lächerlich vorkam in den Aber Augenblicken. gut, fand ihn Sehr geil, ja. Ja, der böse Kühlschrank. Allerdings im Buch nur eine Erzählung. Eine Erzählung, als es darum ging, dämonisch besessene Gegenstände zu beschreiben, hat der Schwager oder der Kumpel, vielleicht gab es auch gar keinen Schwager im Buch, diese Geschichte von diesem Kühlschrank nur erzählt. Okay. Und hier erleben wir sie wirklich, was ich sehr geil finde. Also ich bewundere ja immer Leute, die ein Buch zu einem Film machen sollen und es teilweise schaffen, das besser zu machen. Ne? Also den Film besser zu machen, als das Buch ist, was ich nie könnte. Also, aber ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, wollte ich gerade sagen, bei Interview mit einem Vampir zum Beispiel. Da finde ich das Buch nicht so gut wie den Film. Natürlich muss man den Film mögen, aber der ist lange nicht so unterhalten. Also das Buch ist lange nicht so unterhalten, finde ich. Also da ist der Film hat tatsächlich sehr viel Tiefe, so merkwürdig, oder? Und hier ist es halt ähnlich, weil gut, es ist eine Kurzgeschichte, es sind nur ein paar Seiten von Stephen King. Kurz und knackig ist auch echt nur ein Bruchteil. Also wenn du das abdrehen würdest, so wie es im Buch steht oder in der Kurzgeschichte, hättest du 15 Minuten des Films. Und deswegen finde ich das so beeindruckend und auch richtig gut, dass sie da so viel drumherum erzählt haben und noch was Neues einfließen lassen haben. Den Robert Englund-Charakter, den gibt es im Buch gar nicht oder in der Kurzgeschichte. Also der wird kurz erwähnt, weil die Nichte, ja irgendwo von irgendjemandem die Nichte sein muss, aber er selbst kommt überhaupt nicht drin vor. Und also diesen ganzen Charakter sich auszudenken, ist doch total geil. Und Du auch musst nachher, halt irgendwas musst du halt machen, ne? Du musst ja diese Minuten zusammenbringen, ne? und da hatte ich auch kurz geguckt, wer hat denn das Screenplay geschrieben, also das Drehbuch, und hatte auch erwartet, dass Stephen King da irgendwie bei war aber laut Credits nicht. Also auch nur Toby Hooper und zwei andere, ja. Genau, und noch jemand anderes. Ja. Na, müssen wir nochmal recherchieren, ob da vielleicht doch noch irgendwie. Aber weil manchmal schreibt er auch ein paar Drehbücher, wie bei Dr. Sleep, glaube ich, hat das auch geschrieben. Ne? Also ich bin mir jetzt nicht, glaube. Das weiß ich nicht. Aber manchmal kriegt das ja noch hin. Ja. Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist, glaube ich, nicht einfach, sich was aus der Nase zu ziehen, ne? Oder so irgendwelche Bruchteile irgendwie zu nehmen aus so einer Geschichte und da dann noch so ein kleines Ding rumzubauen oder so eine kleine eigene Geschichte, weil der Charakter von Robert Englund ist ja wie eine kleine eigene Geschichte eigentlich. Ne, das musste er ja auch erstmal irgendwie dann hinbringen. Es hat natürlich was mit dem Film zu tun, aber er ist ja trotzdem so diese eigene kleine Geschichte, die da irgendwie stattfindet. Und das Aushängeschild irgendwie für den Film auch wieder, ne? Also das Aushängeschild wurde neu erfunden. Also top, super Arbeit. Der Schwerpunkt eigentlich fast, ne? Zu sagen, es geht jetzt nicht einfach nur um die Maschine und ich habe irgendeinen Cast außenrum, sondern eigentlich geht es um den Robert Englund-Charakter, der in dieser Wäscherei, wo diese Maschine drin steht, einfach der Boss ist. Richtig. So auf die Art, ne? So, das ist schon Schwerpunkt gut verschoben eigentlich, ja. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr begeistert. Also ich kann noch mal kurz eben eine ausschweifende Geschichte. Ich habe in dieser Geschichtensammlung Nachtschicht ist der Wäschemangler drin, so heißt die Kurzgeschichte. Und halt auch die Geschichte Nachtschicht, beziehungsweise The Graveyard-Schicht von Stephen King. Davon, der ist ja 1990 verfilmt worden. Nachtschicht oder Spätschicht? Nee, Nachtschicht heißt er, ne? Habe ich hier auch im Mediabook. Und da genau dasselbe. Es ist nur ein Bruchteil der Geschichte und um diese Geschichte wurde halt schön was rum erzählt. Und das haben sie zu der Zeit echt gut gemacht. Also ich finde, heute lassen sich diese Filme anders und besser gucken, als sie damals irgendwie. Mit diesem ganzen Know-how im Hintergrund. Ja, sie sind nicht mehr so gut gemacht und man sieht vielleicht auch den einen oder anderen Effekt, aber Stimmung hatten sie alle mal. Ne? Ja. Und als Buchverfilmung top. So. Ich habe übrigens diese Kühlschrank-Exorzisten-Szene habe ich Vorschlaghammer-Exorzismus genannt. Vorschlaghammer-Exorzismus. Ja, einfach da rumkloppen, so lange bis der Geist aus der Truhe rauskommt. Ja, fand ich sehr lustig. Entschuldigung. Sehr schön, ne? Dann geht's in die Pathologie. Absolut, Richtung Leichenschauhaus, so ist es. Genau. Da hat er auch der Pathologe erstklassige Arbeit geleistet, indem er die komplette Frau wieder zusammengenäht hat, ausgestopft und zusammengenäht. Hat er wirklich gute Arbeit geleistet? Ja, es war ein Klumpen okay, Fleisch. sag ich mal. War okay. Aus Nähten. Ja, war okay. Und kurz darauf kommt dann ja auch der Fotograf wieder ins Bild. Ja. Und soll ich dir was sagen? Nee. Der Pathologe und... Nee, okay, tschüss. Der Podcast ist vorbei. Mach's gut, Chris. Nee, sag so. Der Pathologe und der Fotograf
sind ein und dieselbe Person. Das ist ein Schauspieler. Ist das tatsächlich Ja. so? Ich habe mir nur gedacht, also das wusste ich nicht. Ich dachte mir nur, der Pathologe ist irgendwie ein komischer Typ. Ja, ich glaube, der tauchte auch nur einmal ohne Maske auf, weil damit sie ihm mal zeigen können. Spannend. Ja, tolle Maske, das ist oder? spannend. Weil der Tolle da als Maske. Fotograf, das sieht ja wirklich aus wie ein alter Mann und total Großartig. gruselig. Also, Der sieht wirklich, das ist die gruseligste Person. Der ist, ich würde sagen, ich hätte mehr Angst vom Fotografen als von der Mangel. vor allen Dingen unten in der Am Anfang. Leichenhalle. Ja. Weil der der wirklich, Pathologie. der schaut so mit seinem Hut, der schaut einfach geil aus. Ja, Tito, ja, finde ich auch richtig gut. Das Und ist, jetzt- glaube ich, auch da genau diese Szene, was ich eben vorhin kurz, diese Szene, wo die sich dann aus dieser Pathologie kurz unterhalten und der dann auch einfach auftaucht und Fotos macht und Mhm. sie unterhalten sich da kurz und er geht mal runter und entwickelt die Fotos und er wartet auf ihn. Da Aber dachte da- ich mir auch so, oh, Ja, da denkt man sich noch, hä? Wieso wartet er jetzt auf ihn? Weil da merken wir erst, dass das Freunde sind. ja. Die beiden sind Freunde. Ich dachte, das sind Arbeitskollegen, aber nein. So, wann spielen wir denn die Partie Romy zu Ende da, wie wir vor 5 Jahren angefangen haben? In der Branche, ne, wenn man hier als Officer und der als Detective. Kriegsfotograf, wollte ich fast sagen, nee, dieser Fotograf von so, ne, für die Presse oder was auch immer, ey, da kennt man sich doch, über die Jahre, da kennt man sich doch. Da kennt man sich doch, ja. Da weiß man doch, was los ist. Da holt man doch mal abends beim Bier mal ein paar Leichenfotos ab. Das ist doch so. Ja, so wird es auch beschrieben, ne? Ich glaube, so ist es, ja. Und der Detective tauscht seine eigenen Tabletten gegen die von Mrs. Foley. Ja, Nicht ganz unwichtig an der Stelle. nicht ganz unwichtig, ja. ja. Und stell fest, es sind dieselben, glaube ich. Oder die gleichen? Sind dieselben? Die gleichen? Die gleichen, ähnlich gleichen, ja. Ja, gut. Ja, aber der Detective hat keine Zeit. Der Fotograf erzählt noch schnell, dass er bald an Krebs sterben wird. Dass er leider todkrank ist. Ja, vom Krebs zerfressen. So ähnlich drückt das, glaube ich, aus. Ich glaube, ganz so schlimm drückt das gar nicht aus, aber ich glaube, er sagt nur sowas, ich glaube, es ist eher ein bisschen kryptischer gewesen, oder? Das sagt er nicht nur sowas wie, dass er nicht mehr lange hat und seine Zeit jetzt abläuft. Ich Weil dachte, er das von ist nur innen so. zerfressen ist. Das weiß ich noch. Ja, okay, das kann sein, ja. Ja, ich glaube schon. Ah, Genau. Auf jeden ja. Fall wissen wir, dass wir wissen, dass es irgendwann zum tragischen Tod kommen wird. Wenn man die Figur mag, dann wird es ein tragischer Tod. Ich dachte mir, okay, ich mag die Figur, er sagt, er stirbt bald, okay, das wird bestimmt tragisch. Naja, aber ich hätte sowieso gedacht, dass er stirbt, so wie er aussieht. Also, Ja, er sieht tatsächlich, schon halbtot er aus. sieht eigentlich schon aus, als hätte er sich schon mal selbst in der Leichenhalle fotografiert. Sozusagen. Das ist auch sehr schön. Ja. Ja, und dann steigt der Detective nochmal in die Wäscherei ein, bei Nacht. Ja, da tut er natürlich auch einige Gesetze brechen, das muss Ja. man natürlich auch sagen. Weil die Tür halt auch nicht offen war. Aber was war da los? Warum lässt man eigentlich die ganze Zeit diesen bescheuerten Mantel an? Weil man ein Officer ist und wenn man Officer ist, dann muss man auch aussehen wie ein Officer. Ist dir das aufgefallen? Der ist doch ja, völlig das ist so. störend. Der stört ihn ständig beim Autofahren. Der stört Und eigentlich jetzt, immer. Ja. und jetzt krabbelt er mit dem Mantel eine Dachrinne hoch, um ins Fenster einzusteigen, reißt dabei noch eine Kommode innen um und so. Naja, gut. Und viel schlimmer ist ja, was dann mit dem Mantel dann auch passiert. Ne? Der Mantel zieht sich ja dann Ja, langsam er in die geht, Mangel. er geht zur Mangel und Ja. schaut sich die nochmal an. Und zack, hängt er fest und die Mangel erwacht zum Leben. Und will ihn hineinziehen. Oh, will ihn schön. in die Mangel nehmen. In die Tatsächlich, Im Mangel wahrsten nehmen. Sinne. Ja. Und wie kann man sich befreien aus dieser Situation? Man schießt auf den Mantel oder auf die Mangel. Man nimmt seine Dienstpistole und schießt seinen Mantel durch. Ja, da muss ich leider auch, da habe ich auch kurz überlegt, warum? Wieso? Warum schieße ich? Was passiert da genau, wenn ich auf die Mangel und meinen Mantel schieße? Aber gut. Ja, herrlich. Herrlich trottelige Szene. War eine schöne Szene, ja. Ja. Das ist halt, das haben halt diese Filme immer so ein bisschen, aber das macht ja auch aus, ne? Dass die dann immer mal wieder so Szenen haben, wo man sich denkt, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, ganz ehrlich, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Genau. Naja, aber dann kommt der Vorarbeiter und ja, er kann sich selber retten, aber der Vorarbeiter geht ihn doch nochmal an, was er hier zu suchen hat, ne?
Ja, da wird es dann auch so ein bisschen, ne, das endet ja dann so ein bisschen in so einer Schlägerei, die aber auch so ein bisschen ganz komisch irgendwie aussieht und irgendwie, keine Ahnung, so Ja, ein komisches Handgemenge dann irgendwie. Genau. Aber ja, Aber da auch wiederum cool, der geht dann nach oben ins Büro und will zu Robert Englund, Gasly, glaube ich, heißt der. Und dann sagt der Vorarbeiter noch die ganze Zeit, nein, der ist nicht da. Aber der sitzt am Schreibtisch und dann prügeln sie sich ja noch halb im Büro und dann sagt er ja noch so, Jungs. So. Lassen Sie uns reden. Und die anderen bla bla bla. Was reden die da eigentlich? Nichts Sinnvolles, oder? Also nichts, was mich irgendwie, was ich behalten habe. sie reden dann halt so, ne, der eine will halt den anderen irgendwie die Wäscherei zumachen und der andere will den anderen suspendieren lassen, weil er so Ja. gute Ach Kontakte so, hat ja. und solche Sachen kamen doch da. Ja, das stimmt. Also ja. jeder droht dem anderen eigentlich damit, dass er ihn zerstört und sein Leben ruiniert. Genau. Das ist eigentlich das, was sie beide so sich an den Kopf werfen. Ja, richtig. Ja, genau. Und dann kommt der Vorarbeiter noch und dann, das fand ich eigentlich wieder ganz cool, wenn der Detective gehen möchte oder geht, dass die sich dann nochmal so verbal anschubsen, wollte ich gerade sagen. So dieses, hast du ein Problem? Ja, ich nehme dich fest. Dann haut der Detective ab und Wie er die Polizeikarte zieht sozusagen. genau. Ich kann dich auch gleich festnehmen. Ich bin zwar hier eingebrochen und keine Ahnung und ich bin auf dich losgegangen, aber hey. Naja, aber dann geht der Vorarbeiter wieder ins Büro und hat eine Diskussion mit Robert Englund und dabei stellt sich raus, dass der Vorarbeiter gar keinen Bock mehr auf den Mangler hat. Nein, weil er einfach die guten Seiten in sich entdeckt hat und denkt sich, hey, das können wir doch nicht machen. Unsere Mitarbeiter gehen ja alle drauf. Echt? Was ist hier los? Ne? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht nur um Profit gehen. Wir müssen doch jetzt ja auch mal sagen, der Mensch steht an erster Stelle. Absolut. Zum Beispiel. Dieses Schwein, was die ganze Zeit nur rumbrüllt, schneller, kriegt er den Sentimentalen, den du schon beschworen hast am Anfang der Folge. Es hat ihn, aber es stand ihm gut, dieses andere Ich. Und zack, nimmt er den Schraubenschlüssel und fängt an, die alte Maschine zu zerlegen. Mit einem Elektriker. Mit einem Elektriker, der alles an Strom ausgemacht hat. Ja. Vermeintlich. Alles. Wenn man den Strom ausmacht und alles dabei spratzelt und macht sonstige Sachen, dann würde ich mal die Leitungen überprüfen. Irgendwie, also wenn ich bei mir daheim den Strom ausmache, dann sieht es halt nicht so aus. Nee, ich weiß nicht. Stimmt. Sieht ein bisschen gefährlich schon aus, obwohl er den Strom ausmacht. Aber Absolut. dann passiert es ja, was passieren muss. Ne? Die Mangel fängt an zu mangeln. lässt sich auch ohne Strom nicht lumpen, nicht laken und greift den Arm oder zieht den Arm von Vorarbeiter dann in die Walzen. Okay, ja. Genau, ja. Und Ja, genau. dann denkt man, Großes okay, Gebrülle, großes wird der Geschrei. nächste durchgezogen. Ja. Aber Dann kommt die Nichte noch vorbei. Da war übrigens der sentimentale Punkt, dass der Vorarbeiter sagt, Mensch, Kindchen, was willst du denn hier? Geh doch nach Hause. ja. Ganz merkwürdig, ist er auf einmal sehr lieb zu ihr. Ja. Und dann, Harte Schale, weicher Kern, sag ich dir, wie es ist. ja Keine Ahnung, wie gut, der Vorarbeiter heißt. Ich habe mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber egal. die Quittung kommt sofort. Ja, Er wird immer weiter reingezogen und im letzten Moment kann der Elektriker dann eine Axt holen und traut sich erst nicht zuzuschlagen. Bis auch eine spannende Diskussion dann zwischen den beiden immer so. Ich kann Tu's, nicht, tu nein, es. ich kann nicht. Tu's, nein, ich kann nicht. Tu's. Ja, okay, also ich weiß nicht, irgendwie, wir bewegen uns hier auf der Stelle. Das funktioniert irgendwie so nicht. ja. Er tut's letztendlich. Ja. Er hackt ihn den Arm ab. Aber Aber er stirbt doch trotzdem, oder? vermeintlich zu spät. Ja, ich glaube, er stirbt ja dann trotzdem. Also es ist ein unglaublicher Blutverlust dann, weil alles voll gespritzt ist dann vom Stumpf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es im Buch ist, ob es überlebt. Auf jeden Fall war da auch ein Arm weniger. Das kann ich sagen. Okay, ist das schon mal gleich? Ja, genau. Ja, ziemlich gleich eigentlich auch. Naja, obwohl er wollte ihn nicht demontieren. Das ist halt alles sehr viel kürzer. Naja, gut. Okay. Aber es gibt einen Arm, das ist schon mal gut. Und wir erfahren noch, dass Gasly einen Vertrag mit der Maschine geschlossen hat. Einen teuflischen, würde ich fast sagen. Einen teuflischen. Und zwar mit seiner Gespielin redet er darüber, die sich erneut verletzt hat. Ja, Oder ist das noch die alte Verletzung, die aber immer wieder durchblutet? Das ich kann glaube, sein. das ist die alte Verletzung. Ja.
Und dann Ja. zeigt Robert Englund ihr den Vertrag mit der Bestie in der Maschine, den er mit Blut unterschrieben hat, mit Ja. einem blutigen Handabdruck. Und er quetscht ihre Hand mit dem Stumpf auf das Papier. Jetzt ist sie auch mit der Maschine. Hängt sie auch mit drin. Ja. Genau. Er erzählt ja davor ja auch noch diese Geschichte von seiner Tochter, Ja. die mit 16 Jahren In- auch Opfer Genau. der Mangel geworden ist. Ne? Mit Und 16 Jahren. mit 16 Jahren, das kann man sich jetzt nämlich gut merken, weil ja die 16-Jährigen die der Schlüssel sind sozusagen, ne? Kann man ein bisschen sagen. Genau. Denn die Nichte ist Ist- auch 16. Fast. Die ist nämlich, Fast. glaube ich, am nächsten Tag wird sie, glaube ich, 16 oder so, ne? Oder? Oder halt, keine Ahnung, kurz drauf auf jeden Fall. Ja. Ist ja dann ihr Geburtstag. Kurz über um 16. Ja. Und jetzt erfahren wir es jetzt schon eigentlich. Ja, wir gehen. Wir, der Detective und der Schwager, gehen in die Pathologie. Und da stellen wir fest, dass unser Fotograf am Sterben ist. Er Ja, hat das es war zerrissen und wird Ja. gerade abgeführt. Dann gibt es ein kurzes Gespräch zwischen dem Detective und dem Fotografen. Der kotzt dann nochmal ordentlich in die Kamera, Blut so. Ja, ja. Und dann heißt es ja, was sagt er denn genau? Ja, nichts. Weiß ich auch nicht mal so richtig, ne? Der flüstert ihm ja dann auch irgendwas ins Ohr. Ja, es ist aber alles ich- auch irgendwie. Achso, er hatte ein Geschenk unten für ihn. Ah, ja, genau, das flüstert ihm Das ins hat Ohr. er noch auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, ob er da schon sowas sagt wie, es geht hier alles nicht mit rechten Dingen zu, aber ich glaube, es kommt erst später. Nee, ich glaube, das ist dann halt, ja. Nee, Ich glaub- als sie dann runtergehen. Genau, dann ne, gehen sie runter in die nachdem Wohnung. dann und unten in der Wohnung, da finden sie ja dann, ja, durchsuchen sie erstmal so schön klassisch die Wohnung, wie man das so kennt, ne? Und Mhm. man durchsucht mal alles, was man gerade so findet. Und da finden sie dann auch dieses Geschenk, was er da Ja. für ihn übrig gelassen hat. Und das Geschenk ist ein alter Ordner, wo sämtliche Todesanzeigen oder Ja. Unfallberichte gesammelt worden sind aus Tageszeitungen. Und komischerweise stellt sich ein Muster heraus, dass alle 16-jährigen Kinder oder Mädchen kein langes Leben in der Stadt haben. Die haben alle ein Das- tödlichen Unglück. Haben alle ein Das tödliches Unglück, ist, die Mangel braucht ja. ihr Vermutlich. Futter, Ja. sage ich jetzt mal. Ja, braucht ihre Opfer. Wie gibt es doch diesen Titel hier, diesen Blut für die Messe, nee, Blut für den Satans, Blut, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ach, Ich hab keine Ahnung, was du gerade meinst. Ich dachte, das ist so ein italienisches Ding. Ich dachte, da bist du jetzt voll drauf und sagst jetzt hier, ja, Wenn du genau, Mit irgendwelchen kryptischen Blut für die irgendwas, dann weiß ich nicht mehr genau. Blutopfer für die Satansmesse oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was Die heißen du alle da gleich. denkst. Ja, Naja, ja, auf jeden Fall stellt sich dann heraus, wir erfahren das Motiv, denn die Mangel muss gefüttert werden mit Jungfrauenblut und das scheint das die Ziel, ganze ne? Stadt zu überkommen. Ja, genau, das Ziel ist dann einfach ganz klar, die Nichte an ihrem Geburtstag, an ihrem 16. Geburtstag als Opfer der Mangel zu übergeben, kann man tatsächlich so sagen. Also Ja. wirklich, das ist so das Ziel von Robert England, von seinem Betthäschen oder ne, von seiner gespielen. bei seiner Gespielin, die aber dann auch düsterer aussieht. Ist dir das aufgefallen? Die ja. dann so ein bisschen die hat ein bisschen so diesen Aber- Sidekick, böser Sidekick-Vibe Ja. hat die dann. Ja, das Gefällt mir mochte auch ich viel sehr. besser als vorher. Ja, das So- mochte ich aber auch gerne. Sobald sie mit Blut unterschrieben hat oder gezwungen worden ist, Wurde sie böse. ja, Sah sie auch böse aus. sind ihr sofort die Augen dunkler geworden und die Haare schwärzer. Ja, super, fand ich ja gut. Genau, und dann kommt eins aufs andere. Sherry, die Nichte von Robert Sherry Englund. Lady, ja, Sherry genau. wird gekidnappt von ihrem eigenen Onkel, mit Chloroform betäubt und von der Bespielen festgehalten. Gespielen. Ja. Und dann finden wir uns wieder in der Wäscherei wieder. Da soll die ganze Opfergabe Party. nämlich dann stattfinden, ne, mit Richtig. allen drum und, Und der dran. Detective und der Schwager haben herausgefunden, Sherry wird 16 und wissen geht genau, jetzt. die wird jetzt geopfert und rennen auch hin. Und alle treffen sich vor der Mangel. Und ich dachte auch, dass das eigentlich so der letzte Showdown ist. Aber ist es ja gar nicht, ne? Es gibt nämlich, also genau, sie sollen reingeschmissen werden. Es gibt ein Handgemenge, sie können es verhindern. ja. Letztendlich,
Letztendlich kommt trotzdem jemand in die Mangel, ne? Aber nicht die 16-jährige Tochter, sondern die dunkle Gespielin, die böse, Die dunkle der Gespiele. böse Sidekick. Ich finde Sidekick ist ein cooles Wort. Das Sidekick. hat das Cedric im Podcast auch immer verwendet, weil es gibt ja immer so den einen, der so dabei ist, aber der, wo man nicht so richtig, ne? Das ist der Sidekick. Und der Schwager vom Detective ist der Henchman. Der Henchman. Ja, Gibt es noch ein paar Worte, die wir austauschen wollen, die also besser in Englisch klingen? behalten wir mal die auf jeden Fall bei. Ja, aber was willst du denn auf Sidekick? Was ist denn da der anständige deutsche Begriff dafür? Der Nebenmann. Der Partner. Okay, gut. Wie einfach das ist. Okay. Die Kollegin. Der böse Partner. Die der böse Freundin. Partner. Die kommt auf jeden Fall in die Mangel. Ne? Ja. Es passiert. Man Die kann, wird man da kann sich nicht richtig reingeballert. So. Das ganze Gesicht wird zerdrückt und zerquetscht. Sieht eigentlich genauso aus wie die erste Frau, wie das erste Opfer. Nur eigentlich diesmal genauso. sieht man komplett. Also, Ja, stimmt, ja. Bei dem anderen hat man es auch gesehen, aber immer nur, wenn der Fotograf, glaube ich, mal kurz fotografiert hat, hat man, glaube ich, ganz kurz diesen Haufen, diesen Fleischhaufen gesehen. ja, da und, sieht man und die selbst- Flashbacks vom Genau. Detective im Garten von Schwager, von Mark. Genau. Da hat man es auch gesehen. Genau. Ja, aber sehr eindrucksvoll, wie das, stelle ich mir furchtbar vor, so zu sterben, so Oh, zerdrückt ich glaub, zu werden. Das ist, aber ich glaub glaube, da kriegst du, glaube ich, nicht viel mit, oder? Da ist doch relativ schnell alles. man sagt auch, dass man vom Verbrennen nicht viel mitkriegt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder vom Ertrinken. Soll ganz toll sein. Weiß ich nicht. Irgendwie ist das alles nicht so geil. Nee, finde ich jetzt alles, glaube ich, nicht so gut. Na gut, denn so. Dann Und da gibt's dachte noch, ich dann so, jetzt dachte ich dann wirklich so, Ja, jetzt wird es warte, zu Ende gehen. Jetzt, dann regt sich ja noch der Robert Englund auf und sagt, nein! Ja. Und versucht ja mehr oder weniger seiner Partnerin hinterher zu gucken und sie, AKA der Sidekick. genau, dann sieht er natürlich auch den Fleischhaufen, der da hinten rausgeballert kommt, sagt, ja, ist wohl doof gelaufen, dann greift er ja noch den Detective an, dann gibt es ein Handgemenge dabei, greift sich die Maschine, Die Falterei kommt noch zum Einsatz. die Falterei greift sich Robert Englund Das war und- aber auch geil. und faltet ihn zusammen. Aber volles Brett, das sah richtig gut auch aus. Bricht ihn einmal in der Mitte durch, sodass er nur noch gurgelnd, aber er kann noch sprechen. Er sagt noch irgendwas wie, ich verfluche dich oder so. Ja, genau. Aber geiler Abgang. Stimmt, das sah gut aus. Ja, Wird schön zusammengematscht. Ja. Ja, und dann gibt's, ach so, ja, was ich auch schön fand, vor dem Kampf in der Wäscherei planen Mark und John, also Detective und Schwager, noch kurz den Exorzismus der Maschine, den sie dann kurz in den Büchern von Mark Ja, halt nachgeschlagen haben. Der auch Ja, auf und keinen ich lies Fall das falsch vor gehen darf. und du liest das vor und dann ja. Und dann machst du das und dann, ja komm, wir fahren jetzt weiter. Das Beste war auch, dass Tolle Szene. der Schwager sagt ja auch die ganze Zeit, da darf auf keinen Fall irgendwas falsch gehen, weil sonst sind wir alle am Arsch. Also da darf kein Wort falsch gesprochen werden, Ja. es muss alles genauso sein, aber die Reaktion am Ende war so, ja, passt schon, jetzt fahren wir da mal hin, das geht schon. wir fahren weiter. Also, genau. Oh, herrlich. Großartig, ja, das war Echt wirklich toll. großartig. Und da dachte ich schon so, naja gut, jetzt geht's irgendwie zu Ende, so, ne? Der Robert Englund ist schon weg, der Sidekick ist auch schon Der draufgegangen. Ja, was soll jetzt noch großartig passieren? Aber natürlich, die Mangel muss natürlich auch noch exorziert werden. Ja, Absolut. So ist es. Exorziert. Ich Und war gerade exerziert gesagt, aber das ist was anderes. Experiment, ja, das ist was anderes. Es muss Aber- ein Exorzismus stattfinden. Und der ist ein bisschen Dürftig. witzig irgendwie. Haben wir schon besser gesehen, aber Haben sie wir sind besser stets bemüht. Ja. Und sie meinen es auch sehr ernst. Vor allem der Schwager, der haut da wirklich mit wehendem Haar seine Sprüche raus, während der andere einfach nur noch Dinge in die Mangel wirft, von Weihwasser Weihwasser, über ja. Kreuze oder was auch alles dann reinfliegt. Genau. Und dann gibt es irgendwann einen furchtbaren Knall und die Maschine sackt etwas in sich zusammen Ja, und man denkt, wir haben gewonnen. jetzt ist es passiert. Jetzt ist passiert. Und da dachte ich, der Film ist aus. Ich Der dachte Hängler wirklich. ist tot. Abspann. Sie reiten in den Oder Sonnenuntergang. kein Abspann, kann man auch sagen. Oder bei Prime kein Abspann. Sie reiten in den Sonnenuntergang und alles ist gut. Ja. Aber nein. Nein. Nein.
Nein. Wirklich nein, Denn- weil das dann einfach spannend wird. Denn Ja. jetzt kommt's, und das musst du mir erklären, warum hat es nicht funktioniert? Warum der Exorzismus nicht funktioniert Ja. hat? Weiß ich nicht. Weiß ich das? Müsste ich das jetzt wissen? Der John, der Detective, Mhm. nimmt seine Tabletten, schmeißt die sich rein Ach ja, stimmt. Und Und- stellt dann fest, und der Schwager, Mark, sagt, eigentlich nehme ich sowas nicht, aber gib mir auch Nimmst mal du. eine. Genau. Nimmt auch eine. Und dann, was ist denn das eigentlich? Weiß ich nicht, das habe ich von Frau Foley aus der Tasche geklaut. Und dann guckt er hinten drauf und liest dieses Vollkirsche. Tollkirsche. Mhm. Und jetzt sagt er, wir sind am Arsch. Und die Maschine erwacht zum Leben. Aber warum? Weiß ich nicht. Ja, habe ich auch nicht geschnallt. Okay, gut. Also Ich dachte, du fragst mich jetzt so ab, dass. Weil ich muss- hab's wirklich, ich hab mir wirklich, also erstmal, warum nimmt man denn Tabletten, wenn man gar nicht weiß, was da drin ist? Er sagt, ich brauche jetzt auch eine, aber du weißt doch gar nicht, was das ist. Also, Ja, vor allem, ja, genau, richtig. wenn du wüsstest, es wäre eine Schmerztablette und du hast Schmerzen und denkst dir, normal nehme ich sowas nicht, aber jetzt brauche ich eine, aber du weißt ja gar nicht, was es ist. Das können ja auch. Also die Frau Gasley oder Foley hat es gegen Sodbrennen genommen, glaube ich. Warum der Detective das nimmt, weiß ich nicht. Das Gegen war- aber Übelkeit. Verstehe ich nicht. Und- Diese Tablettenfrage, die habe ich mir wirklich. Jo, und jetzt ist da diese Tollkirsche drin. Und Tollkirsche ist eine Substanz, die man zum Beschwören von Dämonen nimmt. Wenn jetzt die Exorzierenden auf Tollkirsche sind, klappt der Exorzismus nicht mehr. Ui, Ist es das? das kann sein. Ist es das? Macht das Sinn? Das macht für mich Sinn und ich würde es so unterschreiben, wenn Hm. das Drehbuch wäre. Also ich weiß, dass ich es damals schon nicht kapiert habe. Kann Und gut sein. anscheinend war es mir auch nicht so wichtig, dass ich es nie Ja, manche Sachen muss man so stehen lassen. Man muss nicht alles. Ne? Aber Ja, da habe ich genau. mir auch gedacht, keine Ahnung, vielleicht haben sie das. Ich dachte, Ist ja ich auch denk mir völlig immer, egal, auf jeden Fall Hoffentlich kommt- haben sie es nicht nur geträumt, dachte ich mir nur. Oh, Hoffentlich nee. heißt es Oh nicht, ich habe Gott. es jetzt nur geträumt. Nee, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Nee, das, Ich dachte so Tollkirsche, ne, dass es jetzt einfach nur irgendwie sowas in halluzinogenes Zeug ist und sie träumen oder das. Oder nein, bitte nein, nicht, nein, dachte ich. nein, 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 nein. Aber es ist nicht passiert. Und dann geht's los. Der Mangler erwacht richtig zum Leben, bäumt sich auf, kriegt quasi Füße und Hände und schreitet vorwärts. Fand ich irgendwie aber cool. War geil, fand ich cool, wirklich dass geil die gemacht. Maschine sich einfach bewegt. Sah mega bedrohlich aus. Ich fand auch echt gut gemacht. Ja. Und sie haben es sehr viel im Dunkeln spielen lassen, was auch gut ist, denn Ja. es kommen 2 CGI-Sequenzen vor, die natürlich richtig Banane aussehen zu der Zeit. Aber sie sind so im Halbdunkel, dass ich es noch durchgehen lasse. Ist okay. Fand ich auch völlig okay. Ich fand auch okay, die krabbeln dann durch irgendwelche Luken und sind auf einmal in so einem Kellergewölbe, in so einer Wölbetreppe, die so aristokratisch aussieht oder weiß ich auch nicht. Aussieht, als würde sie hunderte Meter nach unten Ja, gehen. Also ja. das ist. Übrigens, die Treppe ist 2 Meter breit oder so und da kommt die ganze Manglermaschine runtergestapft und will sie mangeln. Und die Nichte Sherry, die will sich auch mangeln lassen, weil mit ihr dann ja alles aufhört oder auch nicht. Darf sie aber nicht. Wird zurückgehalten vom Detective. Dafür opfert sich mehr oder weniger der Schwager Mark. Ja, fand ich auch ein bisschen schade, dass War der irgendwie dann auch in der Mitte unnötig. verteilt wird. Ja, aber sah geil aus. Sah gut aus. Und da, Nicht so, ja. da kommen wir wieder zurück. Die mangelt nicht nur, sie kann auch zu Tode greifen. Ja. Weil sie greift einfach nur nach Mark und krapscht ihn durch. Dass nur noch sein Rumpf In oberhalb. ihrer zweiten Entwicklungsform sozusagen. genau. In der ersten Zerdrückt konnte sie ihn quasi nur, mit der Hand. in der ersten Form konnte sie nur walzen, sage ich jetzt mal. ja. Und jetzt kann sie auch Falten beißen. und greifen. Falten, walzen und greifen. Ja. Ja. Stimmt. Fand ich echt schade. Hat mich als junger Mensch, fand ich die Szene auch echt schockierend, wie der da so durchgegriffen wird, weil es so schnell passiert, so zack. Ja. Und dann spritzt jede Menge Blut und er ist tot. So. Ging schnell, ja. Ja. Na gut, sie können flüchten durch die Kanalisation, die Walze kommt hinterher, die Mangel kommt hinterher gesprungen, spuckt ein bisschen Feuer. Irgendwas muss ja passieren. Fand ich aber irgendwie auch ganz gut. War in Ich fand auch Ordnung, gut, dass ne? man die Mangel immer nur so ganz kurz und nur Ja. so einen kleinen Teil davon gesehen hat, was natürlich da wieder viel damit zu tun hat, dass man vielleicht nicht so viel zeigen will, weil es auch nicht so gut aussieht oder so, ne? Und Ja. deswegen immer nur so kurz, wie die so ein bisschen irgendwie was macht und irgendwie auftaucht mal ganz kurz oder um die Ecke so kommt auf einmal oder hinterher kommt oder so.
Ja, und dann kann ich dir jetzt sagen, die flüchten und Ja. das Buch hat hier schon lange aufgehört, die Kurzgeschichte. Sie hört auf, sie planen diesen Exorzismus, also der Freund und der Detective. Sie planen den Exorzismus, wissen ungefähr, wie man es machen muss. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es auch machen oder dann wieder weggehen. Und dann wird nur noch gesagt, sie hören vor der Tür ein stampfendes, walzendes Geräusch. Es stinkt nach Öl und heißem Blut. Und somit hört das auf. Also die Mangel ist dann zu denen nach Hause gekommen und hat sie zermangelt. Also sie konnte sich da auch schon bewegen und mangeln. Aber auch ein interessantes Ende. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, sterben auch einfach alle. Also, aber auch wiederum geil, weil jetzt kommt ja also das war der Showdown, wenn man so will. Jetzt kommt der Epilog. Sie flüchten, sie können flüchten. Sherry kommt ins Krankenhaus. John versucht sie zu besuchen, geht aber nicht, weil der Arzt dann sagt, nein. Sie braucht Ruhe. Ja, sie braucht vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Sagt er, vielleicht morgen. Ja, und dann ja, verabschiedet zeigt er sich auch noch hier mit, verabschiedet er sich und mit sagt, seiner winkenden, ich kann, so. mit seiner winkenden Hand, Ja. vielleicht morgen. Und dann findet John noch einen Brief von dem Fotografen zu Hause bei sich, Der war großartig, der Brief, was da wo drin stand. steht, Das ist dann, wie war das noch? Nicht Warte mal, ich fürchte hab's mir, dich, glaub ich, sondern, aufgeschrieben. oh, das wäre schön, das wäre schön. warte mal, ich habe das, glaube ich, hier irgendwo. Hüte dich vor Menschen, denen Gliedmaßen fehlen. In ihnen steckt ein Teil Dämon oder irgendwie sowas, sagt er, denn der Rest weiß ich nicht mehr. Aber hüte dich vor Menschen, denen Gliedmaßen Ein Teil von fehlen. ihm steckt im Dämon Ja, und, genau, und das hab ich ein noch mal Teil ganz- vom Dämon steckt Steckt in in ihnen. ihnen. Ja, genau. Geil. Aber hüte dich vor Menschen, Geil. denen Gliedmaßen fehlen. Ja. Großartiger Satz. Mega. Und er fährt in die Wäscherei, will Sherry Blumen vorbeibringen, sieht, die Mangel ist im Betrieb, steht wie aus dem neuen Guss an derselben Stelle und walzt und mangelt und macht und Betrieb tut. läuft. Der Betrieb läuft. Und Leute, werden man, wieder eingestellt, da ist richtig was los. man hört eine motzende Stimme und es ist Sherry. Schön, wie sie sich umdreht und einfach die Sherry. Rolle übernommen hat. wir müssen weiterarbeiten. Schneller, so ungefähr. Ja. Genau, wir stehen den Zeitplan hinterher. Ein neuer Vorarbeiter natürlich auch, der auch ähnliche Rolle macht. Das ist übrigens der Rolle Elektriker. einnimmt wie der andere. Okay, gut. Ja. Er scheint auch einen Teil in der Maschine gelassen zu haben, denn auf einmal wirkt er sehr tough. Und Sagst du, Sherry dieser winkt Mangel, dem Detective zu Auch da, ja, sehr schön. und der Film ist aus. Ohne Abspann. Ich muss dir jetzt leider tatsächlich direkt sagen, ich bin eigentlich kein Fan bei so Filmen von so diesen typischen Epilog-Szenen, Ja. die dann immer noch mal irgendwie sowas zeigen. Aber hier mag mochte das ich's. irgendwie nicht. Da finde ich, ging es aber grundsätzlich, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so ein Ding seiner Ja. Zeit, aber das machen ja heute Filme auch noch oft. Ne? So, dass der Film eigentlich aus ist und dann Ja, das hatte ich. keine Ahnung, ist dann irgendwie am See ganz ruhig und alles ist toll und dann kommt nochmal irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, ich mag das immer nicht. Ja, das ist so, da hatte ich neulich bei Blood and Sinners. Der ist ja gerade oder war im Kino, ist jetzt Der auf war im Blu-ray Kino. raus Ja. und wird ja auch gerade so in den Himmel gehoben. Ich fand ihn auch sehr gut. Aber ich finde, also nach dem dritten Ende habe ich dann gedacht, jetzt ist aber auch mal gut. Also jetzt, ich brauche nicht noch einen Epilog. Dann kam noch einer, aber dann war auch gut. Aber ich hätte es nicht mehr gebraucht, aber die Filme sind ja nicht nur für mich. Also irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Aber hier mochte ich es, kommt immer drauf an. weil es Ja, einfach da hat's schon die irgendwie ganz gepasst. andere Geschichte zu Ende erzählt. Wie gesagt, die Kurzgeschichte hört viel früher auf. Sie erzählt auch lange nicht so viel. Es geht eigentlich nur um den Detective, dass die Maschine besessen ist. Der Kühlschrank wird kurz erklärt so. Und sie gehen auch zu Sherry und fragen, ob sie Jungfrau ist. Das macht er tatsächlich. Und sie sagt, nee, sie hebt sich für ihre Ehe auf. Und so weiter. Also das beantwortet sie dann auch ganz normal. Ist natürlich geschockt, aber beantwortet es. Dann machen sie diesen Exorzismus und du merkst, er klappt nicht. Und damit war es eigentlich das. Und diese ganze Geschichte mit diesem Satan, mit dieser Dämonenbeschwörung, mit dieser Stadt, die Robert Englund da in den Fängen hat, weil er der größte Arbeitgeber ist und eigentlich der Arzt auch, was man ja vorher nicht wusste, auch mit drin hängt. Die ganzen Töchter von diesen ganzen reichen Typen, alle an die Maschine verfüttert worden sind. Das ist alles nicht King. Aber geil. Und mit diesem Sidekick und Sherry, die dann den Job übernimmt von
von Gatsby, von Garsley, von Robert Englund. Toll. Also ich finde alles eigentlich super. Also klar, der Film heute Schwächen, wenn man ihn heute sieht, wie in diesem HD, man sieht halt hier und da, dass es Kulisse ist oder nicht echt oder weiß was ich. Ja, aber das finde ich macht nichts aus, weil das ist halt, der Film wurde halt 95 gedreht, Ja. ne? Mit den Mitteln, die man halt, oder mit Mitteln, die man 95 hatte oder die der Richtig. Film halt zur Verfügung hatte. Und warum, es sah halt so aus. Auch diese Richtig. Blitze, die da, was ich sehr mochte bei dem Film, sind diese Special Effects mit den Blitzen oder auch dieser Nebel oder dieses Ausleuchten, wenn sie manchmal an der Maschine vorbeigingen, nach einem Mord oder so, wenn dann innen drin die Maschine rot ausgeleuchtet war oder sowas. Das sah irgendwie, ich mag War das, toll, dass man ja. dann halt wenigstens mit solchen Dingen gespielt hat, ne? Dass man gesagt hat, dann habe ich halt schöne Ausleuchtung, ein schönes Set und der Ja. Nebel ist halt schön, wenn jemand irgendwo rein und raus läuft. Und dann kann ich auch solche Szenen, solche Sachen einfach verzeihen, dass da keine Ahnung, am Ende, das ist natürlich schwer umzusetzen mit so einer Maschine, die dann irgendwie zum Leben Ja, aber haben sie erweckt doch wird. toll gemacht. Aber es sah gut aus. Also da gibt es gar nichts zu meckern, meiner Meinung nach. Der hat vielleicht erzählerisch so ein bisschen Schwächen aber im Großen und Ganzen fand ich ihn schon gut. Fand ihn schon auch gut. Vor meiner Tür wurde gerade jemand erschossen, glaube ich. Okay. Mal gucken, also wenn ich gleich Querschläge abkriege, wisst ihr Bescheid. Ja, sehr merkwürdig. Ich gehe jetzt aber auch nicht gucken, ich muss diesen Podcast beenden. Nur für Ja. euch. Aber danach solltest du vielleicht gucken. Oder unter den Tisch, auf dem du gerade aufnimmst, dich vielleicht begeben. Ja, es schreit keiner, also kann es nicht so Ja, schlimm dann sein. ist gut. Meine Katze schreit, aber sonst schreit ja auch keiner. Ja, der Pascal Reis von Filmstars hat gesagt, dass es einer der schlechtesten King-Verfilmungen ist. Und da sage ich euch, was? Habt ihr jemals Tommyknockers gesehen oder Golden Years? Also es gibt tonnenweise schlechte King-Verfilmungen, aber ich finde The Mangler gehört nicht dazu. Es gibt aber auch sehr viele gute und bessere King-Verfilmungen. Das muss man Aber vielleicht wo auch ist da der dazu sagen. Maßstab? Nimmst du jetzt Ja. Green Mile oder die Verurteilten als Maßstab? Oder Nee, klar, das ist Quatsch. Es ist schon ein nischiges Ding seiner Zeit, irgendwie, diese Geschichte, aber ich finde es jetzt auch ganz gut umgesetzt. Also er wird sehr zerrissen, der Film. Also Ja. man liest sehr, sehr viel Schlechtes über den Film. So. hat, glaube ich, Aber- bei IMDb eine 4,4 von 10, was ich auch so, hä? Warum? Ja, also so schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Es ist jetzt kein Meisterwerk und es ist jetzt auch nicht die beste Verfilmung, die ich je gesehen habe. Ja. Und und nur weil jetzt Robert Englund dabei ist, ist nicht auch jeder Film immer gleich super gut. Nö. Wobei es oft dann schon ganz gut sind, wenn er weiß. Aber nee. Man kann, so schlecht ist er nicht, finde ich, wie er gemacht wird. Und er ist ein Kind seiner Zeit mit Sicherheit, aber sind alle Filme oder viele Filme. Ja. Und ob er jetzt gut gealtert ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen und ich konnte dem durchaus was abgewinnen, auf jeden Fall. Das freut Und mich. der hat einen Flair und dem ist er treu und das zieht er irgendwie den Film über durch. Und er ist auch kurzweilig, das mag ich bei so Filmen immer. Ich mag das, wenn die so ein bisschen, wenn die dann nicht zu viel erzählen wollen. Ne? Weil anscheinend mussten sie ja sich schon ein bisschen was aus der Nase ziehen, ne, für so ein Drehbuch, wenn die Kurzgeschichte eher weniger hergibt. Und das ist gut, aber man kann das dann auch immer gerne übertreiben, dass man dann viel zu viel erzählt oder Figuren viel zu tief irgendwie beleuchtet und dann die Filme 2 Stunden gehen oder noch länger und dann 2,5 Stunden und dann, glaube ich, dann wird es schwierig bei solchen Filmen. Ja. Wenn ja. wenn da das Grundmaterial nicht viel hat und dann wird es schwierig. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ob es vielleicht besser ist, Kurzgeschichten zu verfilmen als komplett geschriebene Romane. Weil man da ja immer was, also hinten runterfällt, sag ich mal. Du kannst, habe ich einen Vergleich, sagen wir mal, den letzten Teil von den Tributen von Panem zum Beispiel. The Song of Dingsbums, Ja. Schlangen und Vögel oder so. Ja. Das Buch habe ich gelesen, das ist halt echt so ein Wälzer. Und die haben das auch im Film echt gut hingekriegt, das alles damit reinzutun. Hatte natürlich lange nicht die Tiefe, aber sie haben es ganz gut gemacht. Aber dadurch ist der Film halt unendlich lang geworden. Der geht 2,5 Stunden oder länger. Und ja, so gewisse Charakterzüge von der Hauptdarstellerin zum Beispiel habe ich da nicht wiedergefunden, die ich im Buch ganz gerne mochte. Und hatten da keine Zeit. Ja. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob es vielleicht hier und da besser ist. Aber dann
erdichtet man vielleicht zu viel dazu, wenn die Kurzgeschichten zu kurz sind. Ja. Ja, das ist halt immer genau diese zwei Dinger, ne? Das ist halt, wie tief willst du dann irgendeine Figur ausschmücken vielleicht oder so, ne? Wie tief willst du dann da reingehen? Oder wo setzt du halt einen Fokus? Deswegen finde ich es eigentlich spannend, dass anscheinend ja bei der Kurzgeschichte der Fokus dann einfach viel mehr die Maschine ist und einfach Robert Englund, die Figur, die er in dem Film einfach eine riesige Rolle spielt, einfach gar nicht erwähnt ist, sondern einfach nur so, oder erwähnt ist, aber halt einfach gar keine Rolle spielt in dem Ja, genau, kommt nicht vor. Das ist spannend eigentlich, dass Auf jeden das dann Fall. trotzdem so gut funktioniert. Das stimmt, Ah. das stimmt. Mag ich ja nicht ganz gern. Ja, deswegen, also kann man losgelöst voneinander betrachten und beides gut finden auf ihre Art, auf seine Art, wie auch immer. Ja. Also habe ich dich nicht gelangweilt mit dem Film, das ist doch schon mal was. Selbst wenn der Film langweilig gewesen wäre oder schlecht oder sowas, es kann ja was trotzdem unterhaltsam sein, auch wenn es Natürlich, ja, ja. schlecht ist. Oder langweilig auch. Es kann ja trotzdem unterhaltsam irgendwie sein. Oder auch drüber zu reden, ist ja dann trotzdem unterhaltsam. Und ich finde ja immer, über einen Film dann nochmal zu reden, ist fast nochmal, als würde man nochmal schauen. Tatsächlich. Weil man ja nochmal so an die Szenen denkt. Und manche Szenen bleiben einem halt stark im Kopf und manche denkt man so, hey, was hat der da eigentlich? Ach, keine Ahnung, das hat, glaube ich, keine Rolle. Das ist halt immer spannend. Und ich habe den echt erst vor kurzem gesehen. Also das ist echt nicht lange her, wo ich den gesehen habe. Also das sind nur ein paar Stunden. Ja, ja, ja. Also ich Selbst fand das auch cool, weil ich den ja schon echt seit Jahrzehnten kenne Ja. und gut finde. Und ja, du hast jetzt ja nicht viel Zeit gehabt. Und das ist auch immer sehr spannend, finde ich. Ja. So wie ich war, hast du vielleicht gehört, mit meiner Tochter im Kino. Und das ziemlich spontan. Und ich sagte, ja, wollen wir nicht den neuen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, gucken? Und sie sagte, ja, ich kenne den anderen aber nicht. Ich so, was? Da musst du unbedingt nachholen. Dann hat sie den halt einen Tag vorher geguckt. Und dann sind wir einen Tag später ins Kino gegangen. So. Und dann auch wieder diese ganz neuen Eindrücke. So, ich kenne den Film seit Jahrzehnten, ich bin damit aufgewachsen. Und dann jemand, der den frisch sieht und finde ich halt die Meinung spannend, ne? Ja, das immer noch begeistern kann. Und, ja. Super spannendes Thema. Also es ist ja eh schon spannend, ein Film, den man vielleicht als Kind oder Jugendlicher gesehen hat, den jetzt noch lange, 10, 20 Jahre nicht mehr zu sehen und den jetzt wieder zu sehen, das ist schon spannend. Aber wenn jetzt jemand, gerade mit so großen Marken vielleicht, ne, keine Ahnung, Alien oder sonst was, wenn er noch nie einen Alien-Film gesehen hat und sich dann denkt, also das ist halt spannend. Ne? Auf jeden Fall, ja. Was ist, wenn da jetzt jemand den ersten Alien anschaut, ne, der noch nie mit der Dem Franchise irgendwie was in Berührung denkt er gekommen dann, ist, ne? ja. Das ist Da läuft ja bald die Serie. Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt auf. Da habe ich so ein bisschen schon rausgehört, dass die sehr gut sein soll und sehr gut diesen Alien-Vibe aus dem ersten Teil einfangen soll. Zum Okay. Beispiel. Mochtest du den Romulus? Romulus habe ich noch nicht gesehen. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ist auch auf meiner, ganz weit oben auf meiner Liste. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, sehr gut, sehr gut. Aber auch der soll, glaube ich, ganz gut sein. Der soll ganz gut sein. Ja, habe ich gehört. Nicht? Ich mag den total gerne. Aber da gibt es auch wieder Ja, gut, scheiden gibt sich die immer, ne? Geister. Es gibt immer die sagen Ja. super und die sagen, wie könnt ihr nur da Alien drauf schreiben? Das gibt es ja immer. Ja, ich finde Habe ich leider auch noch nicht sehr gut. Fede Alvarez, guter Mann. Ja, das ist, ich habe so viele Filme auf der Liste, die ich unbedingt mal nachholen muss jetzt. Und der ist, glaube ich, ganz weit oben. Es ist die Zeit ist es immer, aber den werde ich jetzt mal holen. Den werde ich jetzt mal nachholen. Genau, Chris als Hausaufgabe. Ja, den krieg Nein, ich schau dir den an, der bis ist zum super. nächsten Mal bis zum nächsten Mal habe ich ihn angeschaut. Versprochen. Cool. Wann auch immer das nächste Mal ist, wir wissen es nicht. Genau. Mit was machen wir weiter? Wissen wir auch nicht, ne? Wissen wir auch nicht. Wissen wir auch nicht. Machen wir überhaupt weiter? Ja, also ich will weitermachen. Ja, vielleicht nicht über Riverside, aber Schauen wir mal. Wer weiß, wie gut es jetzt funktioniert. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, wie wir das richtig die ganzen machen. technischen Dinge Genau. jetzt, gebacken kriegen. Und dann, richtig. Okay, dann würde ich sagen, so haben wir es, oder? ich würde sagen, wir haben es. Es hat Spaß gemacht, das war schön. Ich bin ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Ich bin Also, auch K.O. Wir haben, aber es war jetzt ja auch ein 4-Stunden-Podcast und nicht nur 2 Stunden. ich wollte gerade sagen, wir haben ungefähr genauso lange, wie wir es aufgenommen haben wir auch versucht aufzunehmen, würde ich sagen. Also, Aber wir kriegen das schon hin. Das schaffen wir schon. das war, jetzt könnte man noch eine gute Chips-Bewertung machen über den Film The Mangler. Wie viel 3 von 5 Chips? Salziger Nachgeschmack, oder? Ja. Oder was wäre der Film für einen Snack für dich jetzt so, ne? Was für eine Geschmacksrichtung? Was wäre der Mangler für eine Geschmacksrichtung? Für eine Chipsorte?
Ja, da bin ich auch. Das ist Roasted Barbecue, irgendwie sowas, ja. so ein Roasted Barbecue, aber so eine ältere Marke, die schon, ne, Ja, so, ja, nichts doch. Frisches, nichts Neues. Nee, so. nicht, nee. Was sich etabliert hat, was Altes etabliert ist. Auch nicht Pringles, noch älter wahrscheinlich. Nee. Ja, sowas ja. Aber dann auch eine Vanille Coke. Doch. Ja. Für mich ist vielleicht sogar eine Cherry. So Sherry, Coke. ja, Sherry spielt sogar mit. Aber auch dieses Licht, ja, doch, ich glaube, Sherry ist sogar noch besser. Ja, doch. Einigen wir uns auf Sherry Coke und Roasted Barbecue. Sehr gut. Also So der machen wir's. Mengler, ne, so haben wir das auch schon. Alles klar, liebe Leute, Gut. lieber Chris, Ja. schließen wir. Schließen wir ab und Dann, sagen einfach mal, wann auch immer, bis zum nächsten Mal. genau, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Super. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.